Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und ihr seht heute einen Mods Brummer auf dem Tisch. Ich musste ja auch ein bisschen weiter rauszoomen, damit es herpasst. Wir schauen uns heute eigentlich eine klassische Syma SVD an. Bedeutet, zu dem Modell habe ich euch sogar vor 6 oder 7 Jahren bereits ein Review gemacht gehabt. War damals noch ein bisschen zu den Anfangszeiten nicht ganz so geil wie heute, nicht ganz so umfangreich. Aber von den Externals ist das Modell letztendlich exakt gleich geblieben. Eine ganz klassische Syma SVD. Allerdings hier jetzt in der Begadi Generation 5. Bedeutet, auch bei dieser Modellserie hat Begadi in Zusammenarbeit mit Syma das ganze Modell von der Technik überarbeitet und auf Stand der Zeit gebracht. Bedeutet, man hat natürlich weiterhin die T3 Real Sword Gearbox drin für die SVD oder SVU Modelle, aber heutzutage jetzt eben ausgestattet mit einem Federschnellwechselsystem, mega geil optimiert. Die gesamten Internals sind komplett neu von Syma, besserer Pisten drin, besserer Pistenhead, Zylinderhead aus Alu, gefräst, 2 Ohrringe, Alu-Nozzle mit Ohrring. Und Begadi verbaut hier sogar ein eigenes EFCS-System speziell für diese SVD bzw. SVU-Modelle. Ebenfalls kommt natürlich im inneren Bereich der Syma Super High Torque Motor zum Einsatz. So Leute, das ganze Video war von mir eigentlich als relativ kompaktes Review geplant gewesen. Bedeutet so vielleicht eine Stunde mal kurz das Modell durchsprechen, damit ihr wisst, für was ihr Geld ausgebt. Ja, nachdem ich aber das erste Mal den Akku angesteckt hatte und die ersten paar Mumpeln mal rausgedrückt habe, ja, ist das Ganze leider ein kleines bisschen eskaliert. Bedeutet, das Modell hat sich out of the box extrem schlecht angehört. Also extrem starkes Kreischen von den Gears vorhanden gewesen, vom Klangbild nicht wirklich schön gewesen, sehr klassisch angehört wie die ganzen Kniften von früher noch. Dann bin ich hergegangen, habe versucht den Motor einzustellen, hat absolut nichts gebracht. Und dann bei den Internals, ja, bin ich dann drauf gekommen, warum sich das Ding eigentlich so relativ bescheiden angehört hat. Bedeutet, ich habe für euch letztendlich gerade von der technischen Seite sehr viele Videoaufnahmen produziert oder gemacht, wo ich euch ein bisschen die Technik erkläre, wie ihr das Klangbild auch ein bisschen schöner bekommt, wie ihr neu schimmt, wie ihr den Motor einstellt, wie ihr vielleicht auch das Hop-Up-System, falls es bei euch auch vom Klicksystem her ab und zu mal reiben sollte, wie ihr das optimiert. Wird also gerade von der technischen Seite ein kleines bisschen umfangreicher, wie eigentlich geplant. Aber ihr wisst ja, lieber mache ich es umfangreich und ihr wisst am Ende des Videos zu 100% für was ihr Geld ausgebt, bevor man einfach so einen oberflächlichen Mist abliefert. Also wie gesagt, sehr, sehr detailliert. Macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Lasst uns loslegen, wie üblich mit dem Lieferumfang. Wenn ihr euch so eine Begadi Generation 5 SVD gönnen solltet, ist im Lieferumfang enthalten natürlich das ellenlange Ding da und dann auch wieder sehr schön in der Updated Version 2 Stahlblech Midcap Magazine, so original nachgebildete SVD Magazine mit 80 Schuss jeweils Kapazität. Es gibt auch noch so Polymer Magazine, passen vom Stil her nicht ganz zu so einer klassischen Knifte. Also wie gesagt, so Original Max Midcaps 2 Stück dabei, finde ich auch wieder gut. Dann ganz normaler Speedloader ist dabei, ein paar BBs, ungefähr 0,2 Gramm. Habe ich euch auch bei dieser CRP9 angesprochen. Das ist okay, die sind aber von der Oberfläche extrem rau und eignen sich dementsprechend aber auch gut, um das Hop-Up-Bucking zum Beispiel einzuschießen. Bedeutet, Kugeln reinstopfen und dann einfach das Hop-Up ganz leicht einstellen, dass ihr nicht sofort einen Überhop drin habt und dann einfach blast die Dinger komplett durch, dass einfach die Oberfläche vom Gummi ein bisschen angeraut wird. Wie gesagt, dafür eignen sich die Kugeln wirklich gut, haut raus das Zeug und dann nehmt ihr hochwertige. So, dann ist ein bisschen Papierkram dabei. Zunächst einmal eine Explosionszeichnung, finde ich gut, wer sich nicht ganz so gut auskennt. Aber gerade für eine Demontage oder für eine Wartung ist so eine SVD relativ benutzerfreundlich. Also ihr bekommt mit wenigen Handgriffen, mit wenigen Schrauben, bekommt ihr das Ding auseinander. Wenn ihr mal nachfetten wollt oder nachschmieren oder reinigen wollt, ist also benutzerfreundlich. Aber Explosionszeichnung auf jeden Fall enthalten. So, dann seht ihr nochmal eine kleine Gebrauchsanweisung und die ist eigentlich für AKs. Das ist für Einsteiger natürlich sehr geil, wenn dann hier drin steht, ja, hier legt den Akku hinten im Schaft ein.
Nein, macht ihr nicht. Also hier hat Syma auch wieder gespart und hat jetzt nicht extra für das SVD-Modell eine neue Gebrauchsanweisung erstellt, sondern hat einfach eine von der AK beigelegt. Dementsprechend passt halt Akku einlegen und auch Hop-Up einstellen, passt leider nicht. Dementsprechend seid ihr natürlich hier und schaut euch das Video an. So, dann ebenfalls abschließend noch enthalten ein ellenlanger Laufreinigungsstab und das Ding langt euch gerade so. Bedeutet, ihr müsst den wirklich komplett bis Anschlag hinterschieben und dann liegt ihr direkt am Hopper-Bucking an. Denn natürlich, die SVD hat einen Innenlauf von 690 mm. Könnt ihr direkt auch drüben im Datenblatt einmal sehen, 690 mm Innenlauf mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Hier ist letztendlich nur positiv anzusprechen, ja, es ist jetzt schon ein 603er drin verbaut, bedeutet gerade vom Volumen oder vom Verhältnis ein bisschen besser wie früher noch mit einem 608er, aber gerade mit der Lauflänge von 690, da wird es natürlich extrem eng. Wie gesagt, Volumen und Verhältnis sprechen wir später natürlich auch im Detail an. Dann seht ihr ebenfalls drüben, es ist natürlich kein 14 mm Linksgewinde vorhanden. Ich meine, gut, es ist ein klassisches Modell. Das Ding ist jetzt schon ein Speer. Was wollt ihr da noch einen Schalldämpfer drauf montieren? Das wäre ein bisschen fehl. Und der nächste Punkt ist, was wir vielleicht auch gleich noch ansprechen können von der technischen Seite. Letztendlich hat natürlich dieses klassische Modell keine Picatinny-Schiene. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht hier oben einfach irgendwie ein Zielfernrohr drauf montieren. Das geht nicht. Und meiner Meinung nach passt zu so einer SVD auch wirklich nur ein PSO. Also wer jetzt irgendwie so eine Montage seitlich draufknallt mit einer Picatinny-Schiene und dann motzt das moderne Zielfernrohr oben drauf, das passt irgendwo nicht ganz zusammen. Also wie gesagt, so ein PSO, so ein Klon oder ein Replika davon wäre schon wirklich angebracht. Nur auch hier ist wieder der Punkt, ja, ihr bekommt diese PSO-Zielfernrohre als Replika oder als Nachbau, müsst aber hier bereits relativ tief in die Tasche greifen. Da seid ihr, glaube ich, auch bei ungefähr 150 bis 200 Euro für ein Replika. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr ein Original gebrauchtes her bereits ab 250 bis 280 Euro. Also auch gerne mal ein bisschen im Gebrauchtmarkt rumschauen. Wie gesagt, da ist zwischen dem Originalen und dem Nachbau ist da vom Preis nicht mehr so viel Unterschied. So, ansonsten, wie gesagt, ganz klassische SVD. Es gibt auch noch in der Generation 5 eine etwas modernere, ist aber sehr Geschmackssache, muss ich sagen. Also mein Fall ist es nicht. Habt ihr dann da vorne so ein M-Block dran und Picatinny-Schiene. Wie gesagt, müsst ihr euch einfach anschauen. Und was auch schön ist, habe ich euch damals auch ein Review drüber gemacht, diese SVU-Modelle, die gibt es auch schon jetzt in der Generation 5. Das ist ein bisschen kompakter, schönes Bullpup-System drin, hat auch einen sehr langen Lauf mit 650, aber die ganze Gearbox wandert einfach nach hinten, also als Bullpup-System. Und auch ein kleines bisschen moderner mit Picatinny-Schiene und auch vorne ein M-Lock. Wie gesagt, müsst ihr euch anschauen. Heute soll es eben nur über die SVD gehen. Wenn ihr euch jetzt das Modell bei Begadi vielleicht im Shop schon angeschaut habt, werdet ihr auch die Energie sehen, wird angegeben mit 1,8 bis maximal 2 Joule. Und hier zunächst mal der allerwichtigste Punkt, bei dem Modell kommt es auch wieder extrem darauf an, wie ihr kront. Also kront ihr ohne Hop oder kront ihr mit Hop? Ohne Hop hat mein Modell gerade mal 1,7 Joule gehabt bei 0,3 Gramm. Wenn ich dann aber ein bisschen Hop draufgegeben habe, dann war ich ganz schnell bei 2 Joule. Also auch hier, wie gesagt, creept je nach Hop-Up-Einstellung ein kleines bisschen höher. So, dann habe ich sie natürlich für euch nachgekront, 0,2, 0,3 Gramm und was die meisten wahrscheinlich auch interessieren wird, natürlich auch mit 0,45 Gramm.
Lasst uns anschließend nochmal kurz über Energieabgabe und das Hop-Up sprechen. So, Energieabgabe, ihr habt es gerade im Chrono gesehen, natürlich 690 mm Lauf. Jetzt habt ihr zwar einen sehr großen SVD bzw. SR25 Zylinder drin mit 82 mm Länge, aber das langt halt vom Volumen dennoch nicht, um wirklich schwere BBs komplett durchzudrücken. Ihr habt es dann gesehen, bis 0,3, 0,32 Gramm steigt die Energie leicht an. So um 0,05, 0,1 Joule mehr in Bezug auf 0,2 Gramm. Wenn ihr dann aber noch höher geht, 0,36, 0,4, 0,45 Gramm, dann fällt die Energie wieder ab. Ihr habt es gesehen, wie gesagt, bei 0,45 war ein Drop von 0,1 bis 0,15 Joule weniger. Bedeutet, die schweren Kugeln werden halt ungefähr ab da einfach nicht mehr beschleunigt, da die Luftmenge hinten nicht ausreichend ist. Ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der damit einfach ein bisschen Spaß haben möchte, der ein Fan von SVD ist, der vielleicht auch sammelt, dem ist es wurscht. Für aktive Spieler, wer das wirklich auf dem Spielfeld betreiben möchte und damit was reißen möchte, vielleicht eher weniger gut geeignet. Da gibt es andere Modelle, SR25 Modelle oder so mit einem großen Zylinder, mit einem etwas kürzeren Lauf und da könnt ihr halt auch 0,4 oder 0,45 komplett durchdrücken. Da wäre es vielleicht angebracht gewesen von Syma, jetzt nicht einen Innenlauf zu verbauen, der komplett bis Anschlag vorgeht, sondern einfach ein kleines bisschen kürzer, denn dann würde die Kugel nicht mehr bremsen. Denn natürlich, wenn irgendwann die Luft ausgeht und der Lauf eben nur 6,03 mm hat, dann wird die Kugel einfach im Inner wieder ein kleines bisschen gebremst. Da wäre eine Lauflänge von vielleicht 580 mm, wäre vermutlich von der technischen Seite sogar ein bisschen besser geeignet wie 690 mm. Also das ist einfach brutal lang. Ansonsten natürlich für Österreicher, Schweizer, ihr dürft die Läufe tauschen, bei euch ist es wieder wurscht. Ihr könnt problemlos ein bisschen kürzeren AEG-Lauf verbauen, das ist Standardaufnahme. Deutschland natürlich wieder nicht, bei uns muss das Modell so bleiben von der Lauflänge, wie es letztendlich zugelassen wurde. Also 690 mm. Gut Leute, dann lasst uns über das Hop-Up sprechen. Der erste Punkt, das Hop-Up funktioniert wirklich tadellos, also da kann man gar nicht meckern, aber zum Einstellen kann die Hop-Up-Kammer am Anfang ein bisschen schwer gehen oder sie klemmt und hakt ein bisschen. Möchte ich euch ganz kurz erklären, es ist natürlich weiterhin die SVD-Hop-Up-Kammer drin, wie man es ja schon vor 8 Jahren oder so drin hatte. Das Ganze aber bereits im TDC. Bedeutet, ihr drückt den Tensioner kerzengerade aufs Bucking drauf und nicht irgendwie über einen Lever im Radius. Das funktioniert klasse und auch den Tensioner, den Begate hier einbaut, der passt hervorragend zu der verbauten SVD-Hop-Up-Kammer. Bedeutet, der Tensioner hat letztendlich in der Führung oder in der Aussparung null Spiel. Der kann nicht zeitlich irgendwie mal ein Zehntel sich irgendwie wegdrehen, der kann nicht vor- oder zurückwandern, der sitzt einfach hervorragend drin. Und dadurch bekommt ihr einen unheimlich präzisen Hop drauf. Also sehr, sehr konstant. So, und wie gesagt, ich würde auch wieder 0,32, 0,36 Gramm verwenden. Da sehe ich das Modell für mehr. Ja, wäre mit dem Hop-Up möglich. Ihr könnt auch 0,4 hoppen. Aber wie gesagt, ihr verliert halt ein bisschen Energie. Und wenn es ganz blöd läuft und ihr habt da irgendwo ein bisschen Dreck im Lauf drin oder ist nicht sauber, dann könnte es vielleicht sogar passieren, dass ihr Abweichungen in der Flugbahn bekommt, da einfach die Kugel nicht schnell genug rausgedrückt wird. Oder sie bremst oder irgendwo hängen bleibt. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, maximal vielleicht 0,36. So, eben Punkt zum Hop-Up einstellen. Ihr könnt ganz normal das Verschlussblech aufziehen, wie üblich. Lockt natürlich nicht, bedeutet, ihr müsst mit einer Hand hinten halten und kommt dann mit dem Fingernagel hier oben an dieses Drehrädchen, an dieses Klicksystem einmal ran. Und das Ganze funktioniert letztendlich über ein kleines Gewinde, bedeutet, je weiter ihr dreht, desto mehr schraubt ihr letztendlich die Aufnahme nach unten und baut den Druck auf. Jetzt gibt es aber einen kleinen Punkt, wie gesagt, am Anfang, wo ich das Modell ausgepackt hatte und das erste Mal den Hop einstellen wollte, dann ging es klick, klick, klick und dann kam eine Position, da habe ich mich so geplagt, das einzustellen, da musste ich dann wirklich Abdeckung runternehmen, musste mit 2 Fingern weiterdrehen, weil es ein bisschen gehakt hat. Dann ging es auf einmal wieder ganz leicht für einige Positionen, dann auf einmal wieder Klick. So, und diesen Widerstand, den könnt ihr sogar ein bisschen einstellen. Zunächst aber mal zeige ich euch später im Detail, unten an der Hop-Up-Kammer ist ein kleiner Grat dran bei 2 Gewinden, den könnt ihr entfernen, dann geht es noch ein bisschen leichter. Und was ihr auch machen könnt, die Hop-Up-Kammer hat vorne einen kleinen Gewindestift drin mit einer Feder und über diesen Gewindestift könnt ihr
könnt ihr den Druck einstellen, beziehungsweise wie schwer das Rad laufen soll oder ob es ein bisschen leichter gehen soll. Bedeutet, ich habe den Gewindestift jetzt um zwei Umdrehungen weiter rausgeschraubt und jetzt läuft das Ganze einfach ein bisschen leichtgängiger. Wie gesagt, das zeige ich euch alles später im ausgebauten Zustand. Lasst uns weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich spreche euch einfach wieder das Modell einmal von vorne nach hinten durch. So kleine Details wie Passgenauigkeit schauen wir uns aber ebenfalls später bei der Verarbeitung nochmal genauer an. So, also ihr habt hier, wie gesagt, ein ganz klassisches SVD-Modell und ist für heutzutage fürs Spielfeld, weiß ich nicht, wie gut geeignet. Ich sehe das Modell eher ein bisschen bei Liebhabern und Sammler und vielleicht als Zweitwaffe oder wer halt einfach so SVD-Modelle liebt. Rein von der Performance gibt es natürlich heutzutage deutlich kompaktere Modelle, auch mit viel Volumen drin, mit einem großen Zylinder, so SR25 Modelle oder sowas. Die haben aber alle ein bisschen kürzeren Lauf und da kommt ihr problemlos mit 0,4 Gramm spielen, was eben bei der SVD nicht möglich ist. Und auch natürlich die Länge ein bisschen beachten. Ich meine, schaut mal, wie ellenlang das Teil ist. Ich weiß jetzt nicht, ob heutzutage die Leute damit noch unbedingt wirklich aktiv spielen wollen. Wenn man ein bisschen ein fauler Spieler ist und ein bisschen, ja, einfach die Modellserie liebt, dann sage ich, okay, dann packst du dich irgendwo in den Busch rein oder flackst dich irgendwo hin und schießt mit dem Ding, kannst dann Spaß damit haben. Aber wie gesagt, für etwas aktivere Spiele gibt es auch kompaktere Kniften, die vielleicht sogar eine bessere Performance out of the box liefern. So, also sprechen wir es mal durch. Zunächst mal, ihr seht, es ist das klassische SVD-Modell mit Holzschaftung. Bedeutet, der Hinterschaft wie auch der Vorderschaft sind aus Echtholz gefertigt. Also nicht irgendwie so eine Plastiknachbildung, sondern das ist wirklich halt günstiges Schichtholz und dann über die Fräse drüber laufen lassen. Und das sitzt zunächst mal von der Passgenauigkeit sehr gut dran. Gerade der Vorderschaft, wo ihr später den Akku einlegt, wird hier vorne sauber geklemmt und die beiden Hälften, die sitzen da wirklich gut dran. Also die könnt ihr nicht irgendwie jetzt hier verdrehen oder sowas oder wegbiegen und die knarzen auch nicht, wenn ihr das versucht zusammenzudrücken. Also das ist von der Passgenauigkeit wirklich super hier vorne und auch die Maserung ist jetzt bei dem Modell und die Farbgebung, finde ich, ist gut getroffen. Für wer sich zurückerinnert, es gab ja auch mal, waren das SVD-Modelle, ich weiß es nicht, oder waren es AK-Modelle, da gab es immer sehr krasse Unterschiede vom Holzton oder vom Farbton. Da gab es teilweise welche, die sind dann richtig krass orange gewesen, so richtig leuchtend. Das ist ein bisschen so ins Bräunliche gehen, so rötlich. Ich finde, das haben sie einfach gut getroffen. Ein kleines bisschen viel Glanz ist drauf. Bedeutet, ich denke mal, das Ganze ist nochmal lackiert oder beschichtet zusätzlich. Und dadurch, ihr könnt vielleicht gerade hier unten durch die Beleuchtung, könnt ihr sehen, das reflektiert ganz leicht ein kleines bisschen. Wer Bock hat, natürlich der große Liebhaber, wer Bock hat, ihr könnt auf den Lack wahrscheinlich runterschleifen mit dem Schleifpapier, könnt ein bisschen Schaftöl verwenden oder sowas, wenn ihr die Maserung noch ein bisschen deutlicher rausziehen wollt. Aber wie gesagt, das ist eher ein Thema für Leute, die sich damit auskennen. Auf jeden Fall out of the box wirklich schön umgesetzt. Auch der hintere Schaft oder der Hinterschaft ist auch schön umgesetzt. Nur hier kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an. Das Ding weicht wahrscheinlich je nach Modell immer ein bisschen ab. Ich meine, es ist Holz, ihr habt immer eine andere Maserung drin. Ihr könnt mal da irgendwo eine kleine Macke haben, ihr könnt irgendwo ein kleines Astloch haben. Das wird niemals 100% bei jedem Modell immer gleich sein. Bei dem Modell, was ich jetzt habe, finde ich, ist es in Ordnung. Wie gesagt, es ist ganz normales Schichtholz, bedeutet einfach zusammengeleimt, rausgefräst das Ganze. Sehr robust, also sehr hartes Holz letztendlich. Und von der Umsetzung tipptopp, kann man nicht meckern. Es sind so kleine... Schauen wir uns vielleicht später noch mal im Detail an. Bei mir sind so ganz kleine Riefen hier am Griff dran, aber sehe ich nicht kritisch, das ist halt Holz. Wie gesagt, das ist Holz, da wird jeder Schaft wird irgendwie anders aussehen und ein bisschen andere Macken irgendwo drin haben, vermutlich. So, und dann müssen wir uns noch einen kleinen Punkt anschauen, das aber später noch mal in der Nahaufnahme, und zwar der Übergang zwischen dem Schaft und dem Gehäuse. Passt bei meinem Modell nicht zu 100%. Bedeutet, wenn man ganz genau hinsieht, ist hier ein kleiner Spalt von ca. 0,6 bis 0,7 mm. Bin ich mir aber nicht mal sicher, ob das beim Original besser ist, keine Ahnung. Ich zeige es euch auf jeden Fall später nochmal im Detail.
Dann, was wieder schön ist, ihr habt natürlich hier hinten auch wieder direkt die Wangenauflage drauf. Diese ist aber nicht mit einem Lederbezug ausgestattet, sondern es ist letztendlich einfach nur ein großes Gummipad. Ist aber sehr weich vom Gummi, sehr angenehm, hat eine schöne Struktur drauf. Und wenn ihr mit der Visierlinie ein bisschen tiefer wollt und die Wangenauflage nicht benötigt, dann könnt ihr das Ganze über diese Stahlklemme hier unten einfach wegklipsen. Also einfach aufmachen, wegnehmen. Fertig, ist in Ordnung. Müsst ihr auch später entfernen, wenn ihr an das Federschnellwechselsystem ran wollt oder die Feder rausholen wollt, aber das zeige ich euch dann gleich anschließend. So, ansonsten haben wir einen ganz klassischen SVD-Receiver oder Gehäuse. Da können wir zunächst mal auf der Seite ansprechen. Ja, wir haben hier, wie vorhin schon angesprochen, die ganz normale Klemmmontage auf der Seite, wie man es auch bei manchen AK-Modellen kennt. Bedeutet, hier klemmt ihr zum Beispiel ein PSO, einfach draufschieben, festklemmen, dann habt ihr hier oben einmal euer Zielfernrohr drauf. Oder wer es halt möchte und wen es nicht stört, es gibt auch Montagevorrichtungen für eine Picatinny. Bedeutet, ihr macht dann seitlich die Klemme drauf und habt ihr hier oben eine Picatinny-Schiene, wenn ihr andere Zielfernrohre verwenden möchtet. Aber wie gesagt, hier nur eben über die seitliche klassische Montage möglich. Gehäuse ist, wie gesagt, ist dann ganz klassisch gehalten. Drehen wir es mal auf die Seite. Ihr habt ganz normal euren Feuerwahlhebel. In der oberen Position ist sicher. Der Abzug läuft, ist direkt in der Sicherung ohne Spiel. Bedeutet, wenn das Ding auf Safe steht, habt ihr gar kein Spiel mehr drin. Dann schaltet er runter, ganz normal auf halbautomatisch. Und dann ist es der Fall, dass über das EFCS-System standardmäßig der Mikrotaster ganz hinten kommt. Bedeutet, erst wenn ihr dann hier hinten triggert, also im hinteren Bereich, löst das EFCS den Schuss oder bricht der Schuss. Ihr könnt aber auch über die seitlichen Zahnräder an der Gearbox, könnt ihr das Ganze nochmal um einen Zahn weiter drehen und dann löst der Mikrotaster früher. Bedeutet, bei mir ist es jetzt eben ein Zahn weiter und dadurch trigger ich eben im vorderen Bereich. Wie gesagt, wer sich ein bisschen auskennt, ist seitlich an der Gearbox über die Zahnräder einstellbar. Hier, wie gesagt, ich habe es ein bisschen weiter nach vorne gestellt, das Ganze. So, dann haben wir letztendlich da hinten noch den Zerlegehebel, das zeige ich euch gleich zum Federschnellwechselsystem. Die obere Abdeckung ist aus Stahlblech gefertigt, ist in Ordnung, nichts Besonderes, sitzt auch sauber und fest drauf und sogar von der Passgenauigkeit fast ein bisschen zu gut. Bedeutet, ihr werdet es dann beim Federschnellwechselsystem sehen, ihr müsst teilweise hier hinten ein bisschen noddeln und ein bisschen ziehen, denn es sitzt hier hinten sehr passgenau drauf. Dadurch aber natürlich kein Spiel und kein Klappern vorhanden. Also auf der einen Seite gut, aber zum Entfernen, ja, braucht halt ein bisschen Kraft. Gehäuse im unteren Bereich, auch Standard, ist aus einer Zink-Aluminium-Legierung gefertigt. Also natürlich kein Stahl oder sowas, natürlich nicht. Zink-Aluminium-Legierung, aber dadurch natürlich auch vom Gewicht in Ordnung. Also wie gesagt, dafür, dass es so ein langer Brummer ist, wiegt das Ding relativ wenig, muss ich sagen. Also da passt locker noch ein PSO mit oben drauf und ihr plagt euch dennoch nicht, das Modell irgendwie rumzuschleppen. So, dann haben wir die Visierung, natürlich Kimmekorn vorhanden, ist aber meiner Meinung nach bei so einem Modell auch eher Deko. Ich meine, die wenigsten von euch werden das Ding wahrscheinlich mit Kimmekorn schießen. Wenn ihr das möchtet und die Wangenauflage verwenden möchtet, dann müsst ihr natürlich mit der Kimme fast komplett auf Anschlag. Ich habe es mal in der Halle probiert, so funktioniert das Ganze. Also auf Anschlag, ansonsten seid ihr da hinten viel zu hoch von der Wange, müsstet also die Wangenauflage entfernen, damit ihr hier ein bisschen weiter runterkommt. Wie gesagt, kommt immer darauf an, wie man es möchte. Auf jeden Fall Kimme vorhanden und in der Höhe einstellbar, wenn man es braucht. Ein erfreulicher Punkt, der gesamte Outer bzw. das gesamte Rohr ist einteilig aus Aluminium gefertigt, geht also komplett von hier vorne bis hier hinten ins Gehäuse komplett einteilig durch. Könnt ihr auch ganz einfach rausziehen und entfernen. Und was ich aber sehr positiv finde, obwohl es wirklich sehr, sehr lang ist, habt ihr hier kein Spiel drin. Also das sitzt wirklich wie Arsch auf Eimer und selbst wenn ihr sehr viel Kraft aufbringt und das Ding mal durchbiegt, könnt ihr hier vielleicht um 0,2 mm das Ding irgendwie ein bisschen verbiegen. Also das hätte ich gedacht, dass das ein bisschen schlimmer ist. Das hat Syma wirklich gut umgesetzt, sitzt sauber drin und auch, was natürlich auch immer ganz wichtig ist bei den China-Herstellern, wenn sie so ein langes Rohr verbauen, kontrolliert immer die Flucht. Und das hat Syma auch gut getroffen, bedeutet der Outer ist wirklich kerzengerade, der macht keine Beugung oder der neigt sich nicht oder sowas, sondern der sitzt wirklich perfekt und gerade drin. Wichtig natürlich. So, und vorne, gut, Gassystem ist auch ein bisschen nachgebildet, habt ihr noch Aufnahmetrageriemen vom Schützen aus auf der linken Seite, ist aber, ich drehe es immer um, ist aber auch nur aus Zinkguss gefertigt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier
auf Dauer mal einen Trageriemen dran befestigen möchte, das hätten sie vielleicht noch aus Stahl machen können. Wie gesagt, es ist nur Zink hier vorne, die kleine Öse. Könnte sich vielleicht irgendwann mal durchreiben oder durchscheuern, wenn man es wirklich aktiv nutzt, die Aufnahme. So, und vorne, wie gesagt, dann haben wir vorne ganz normal noch Mündungsfeuerdämpfer. Das ist letztendlich ein großes Gussteil, dementsprechend auch kein Gewinde vorhanden, wird über 2 Pins gesichert. Kornträger, letztendlich alles einteilig mit der Mündungsbremse und oben einmal euer Korn aus Stahl drin. Es ist übrigens im Lieferumfang auch noch so ein kleines Tool dabei, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Da könnt ihr das Korn in der Höhe noch einstellen. Aber wie gesagt, Kimme Korn bei dem Modell eher ein kleines bisschen Deko. Lasst uns nun weitermachen mit der ersten Innovation letztendlich an diesem Syma-Modell, und zwar Federschnellwechselsystem. Und hier muss ich euch zunächst mal sagen, das hat Syma wieder sehr gut umgesetzt. Ich finde gerade, was Thema Federschnellwechselsystem angeht, ist Syma aktuell so ein bisschen so ein Vorreiter. Das hört sich komisch an, aber da hinken teilweise sehr teure Taiwanesen wirklich hinterher. Und was mir besonders auch wieder gefällt, ich zeige es auch später auch wieder im Detail, wenn wir es auseinandernehmen, sie achten wirklich darauf, dass sie einen Spring Guide verbauen, der gerade zentriert oder gehalten wird. Bedeutet, auch hier ist ein Spring Guide drin verbaut mit 4 Flügeln. Den kennt ihr vielleicht aus der MK16, aus der SCA L. Bedeutet, es ist nicht nötig, von hinten nochmal irgendwie mit einer Schraube zu kontern, damit der Spring Guide nicht wegklappen kann. Also auch hier haben sie wieder ein bisschen mitgedacht, muss ich sagen. Auch die anderen eher Federschnellwechselsysteme, den ganzen AR15-Modelle mit dem Schraubsystem, auch hier war Syma ein bisschen Vorreiter, muss ich sagen. Bei anderen Herstellern, da müsst ihr dann teilweise durch den Receiver hinten irgendwie durchfummeln, dann habt ihr nur einen Spring Guide drin mit 2 Flügeln, der klappt euch oben nach unten, kann euch der wegklappen, kann einen Pisten schrotten im blödsten Fall. Also auch hier geil umgesetzt. So, zum Lösen der Feder, oder wenn ihr das Modell vielleicht ein bisschen drosseln wollt oder hoch wollt auf 2,2, 2,3, müsst ihr zunächst mal hier hinten die gesamte Wangenauflage wegmachen. Bedeutet, diese Stahlklemme unten einfach aufklipsen, dann die Wangenauflage entfernen. Jetzt habt ihr seitlich diesen Zerlegehebel dran, wenn die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Den dreht ihr einmal nach unten, quasi so her. Und jetzt könnt ihr das obere Blech einmal entfernen. Wie gesagt, das sitzt hier hinten bei meinem Modell sehr passgenau. Da müsst ihr ein kleines bisschen rumwobbeln und dann geht es letztendlich raus. Und genauso auch wieder bei der Installation später. Bei mir ist es nötig, dass ich dem Ganzen so einen kleinen AK-Slap gebe. Bedeutet aufpassen, der Hebel muss unten sein. Und damit das Ganze hier hinten arretiert, kleinen Klopfer geben und dann könnt ihr das Ganze wieder sichern. Wie gesagt, ist bei mir der Fall, ob das Standard ist, weiß ich nicht. Also, das Ding einmal abnehmen, so, und dann seht ihr eben schon, wie geil das Ganze umgesetzt ist, denn ihr habt hier hinten jetzt oben an der Gearbox direkt euren Spring Guide dran. Mega geil, benutzerfreundlich. Bedeutet, wir nehmen auch wieder einfach einen großen Schlitzschraubendreher her, gehen hier hinten rein und lösen den Spring Guide. Bedeutet, einmal ein kleines bisschen reindrücken, dann ein Stückchen drehen, so circa 45 Grad. So, wenn ich jetzt hinkomme, kleines bisschen drehen, aufpassen, ist sehr viel Federspannung vorhanden. So, und dann halte ich ein kleines bisschen fest, ja, und nehme die ganze Feder einfach nach hinten raus. Also das nenne ich benutzerfreundlich, das ist doch super. Also wenn ihr das Modell irgendwo als DMR spielen dürft mit 2.2, 2.3, vielleicht sogar 2.4, wäre mit einer anderen Feder meiner Meinung nach möglich. Vor allem gerade, das können wir auch gleich ansprechen, gerade in Bezug auf die Gears, es ist ein Torque-Gearset. Bedeutet, die Gears drehen sehr langsam im Vergleich zu anderen Systemen, können dadurch aber deutlich mehr Kraft übertragen. Also selbst wenn ihr da eine 140er Feder reinstopft oder sowas, ist das kein Problem, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ist also möglich über das sehr geile Federschnellwechselsystem. Nur wo ihr halt wieder wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, wenn ihr es dann wieder installiert, achtet darauf, dass der Spring Guide sauber arretiert. Bedeutet, so, das wird jetzt wieder vor der Kamera wieder geil zum Zeigen. Bedeutet, den Spring Guide einmal komplett bis Anschlag reinstopfen. So, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an, aber so einmal rein und dann so weit drehen, dass alle 4 Flügel arretieren. Wenn da nur 3 arretieren oder wenn das Ding ein bisschen krumm drin sitzt, dann nehmt ihr einfach einen Schlitzschraubendreher und wackelt vielleicht ein bisschen dran rum oder so, dass ihr wirklich hinten sauber drin sitzt. Und schon habt ihr die Feder getauscht. Wie gesagt, jetzt könnt ihr letztendlich die Abdeckung wieder drauf machen. Wie gerade schon gesehen, könnt eure Wangenauflage hinten wieder draufklemmen und fertig. Lasst uns weitermachen mit dem Thema Akku einlegen und Platz für den Akku.
Und hier muss ich sagen, da ist dieses SVD-Modell wirklich sehr dankbar. Also ihr bekommt eigentlich fast alle Akkus reingezömpelt, die es im Airsoft-Bereich gibt. Außer ganz große mit 2400, 2150, die bekommen dann nicht mehr ganz so schön rein. Aber so diese ganzen Standard-Akkus bis 1500, ganz easy und problemlos zum Einlegen. Für Einsteiger zeige ich es vielleicht mal ganz kurz. Ihr habt hier vorne die kleine Klemmung dran, diesen kleinen Hebel. Den legt ihr um, gerade nach vorne. Und dann könnt ihr hier vorne die Abdeckung ein kleines bisschen nach vorne ziehen. Das sitzt sehr passgenau, wie gesagt, damit das Ganze nicht rumwackelt und nicht rumklappert. Müsst ihr ein bisschen hin und her noddeln. So, und jetzt sind die beiden Schafthälften locker. Bedeutet, ihr könnt jetzt eine Hälfte entfernen. Die andere könnt ihr auch noch weglassen, aber dann wird es ein bisschen fummelig, wieder alles zusammenzubauen. Also lasst da einfach mal die eine Hälfte, lasst jetzt einfach mal drauf. Wir können das auch ein bisschen zurückschieben. So, jetzt hält sie. So, und dann seht ihr, ihr habt hier innen drin letztendlich den ganzen Platz für den Akku. Bedeutet, ihr bekommt problemlos auch AK-Akkus, wenn ihr jetzt schon AK-Spieler seid und ihr habt schon Single-Sticks, die lange für AKs, bekommt ihr da oben reingezömpelt. Habt ihr Triple-Sticks von einer AR-15 oder sowas, 1500, bekommt ihr problemlos reingezömpelt. Oder ihr habt eben ganz normale Single-Sticks für Buffer-Tubes von AR-15 oder sowas, bekommt ihr auch problemlos hier oben reingezömpelt. Also ihr seht, was Thema Akku angeht, ist das Modell eigentlich sehr flexibel. Und das finde ich einfach gut, denn wer schon Airsoft länger spielt, der hat schon ein paar Akkus. Und man muss sich jetzt nicht extra nochmal neue Akkus oder spezielle Akkus vielleicht extra nochmal dazu kaufen. Also hier sehr dankbar und werde ich heute auch positiv im Fazit ansprechen. So, jetzt nehme ich mal fürs Thema Ansprechverhalten und Klangbild, nehme ich mal den Single Stick her, denn die anderen beiden sind relativ leer. Die müsste ich irgendwann mal wieder aufladen oder zumindest auf Lagerspannung bringen. So, bedeutet, wir nehmen einfach mal den 1500er jetzt her, den zömmeln wir uns einfach da oben rein. So, Kabel da ein bisschen auf die Seite, Abdeckung wieder drauf, hinten einhaken. Soll ich es euch im Detail zeigen? Wahrscheinlich ist es selbsterklärend, oder? Warte, ich zeige es euch so. Machen wir es halt im Detail. So, schaut, der liegt einfach da oben drin. Die Kabel hier und den Stecker ein bisschen nach innen reinbiegen. So, und dann einfach die andere Hälfte wieder aufsetzen und dann hier vorne letztendlich wieder arretieren. Bedeutet das Teil, die Klemmung nach vorne, bisschen ausrichten und dann wieder nach hinten schieben. So, und jetzt ganz wichtig, wenn ihr jetzt versucht, den Hebel wieder zu arretieren und ihr merkt, oh, das geht aber schwer, auf keinen Fall irgendwie mit Kraft da rumdrücken. Der kleine Hebel ist nur aus Zink gefertigt. Wenn das schwer geht, dann ist das Ganze aufgrund der Federung ein bisschen zu weit vorne. Bedeutet, ihr nehmt hier vorne die ganze Abdeckung und schiebt das Ganze kräftig nach hinten und gleichzeitig legt ihr den Hebel dann um. Also immer nach hinten drücken das ganze Zeug, damit diese beiden Hälften von dem Schaft bündig hier hinten in der Aufnahme drin sitzen. Ansonsten könnt ihr den Hebel hier vorne nicht arretieren. So, jetzt habt ihr es schon gehört, jetzt ist letztendlich der Akku eingelegt und aufgrund des EFCS-Systems vibriert der Motor jetzt wieder nach circa 4 bis 5 Sekunden und meldet, okay, alles in Ordnung, Elektronik ist aktiv. So Leute, bevor ich jetzt das ganze Modell mit Mumpeln ausstatte und lade und euch das Klangbild einmal demonstriere, müssen wir leider heute, wie vorhin oder am Anfang schon angesprochen, ein kleines bisschen ausholen. Als ich die SVD aus dem Paket ausgepackt habe und das erste Mal den Akku angeschlossen habe, musste ich leider feststellen, dass sich das Modell vom Klang sehr bescheiden anhört. Also gerade wenn man moderne, andere Kniften gewohnt ist, gerade jetzt parallel eben auch diese Begadi Sport CRP9, die ich für euch gefilmt habe, das Ding hat sich so geil angehört. Und hier haben wir jetzt die SVD, die hat jetzt zwar schon andere Gears drin wie die alte Generation, aber das Ding hat sich brutal schlecht angehört. So, ich habe euch entsprechend, wir werden es später im Detail durchsprechen, ich habe das Modell bereits nachgeschimmt. Ich habe den Motor eingestellt, ich habe die Gears nachgeschimmt, ich habe die Gears gefettet. Jetzt können wir natürlich entsprechend keinen Vergleich mehr machen. Ich war aber so intelligent und habe euch einmal das Klangbild aufgenommen, out of the box, so wie ich sie bekommen habe. Und das hören wir uns jetzt zunächst mal an.
So Leute, heute eine etwas ungewohnte Aufnahme in diesem Review, denn ich habe jetzt gerade eben das Paket ausgepackt vom Begadi. Da war unter anderem einmal diese SVD drin in der Holzvariante und auch nochmal so eine CRP9, also so eine neue oder ja so eine 9 mm AR-15 oder whatever, halt so ein kompaktes Ding. So, jetzt wollte ich für beide Kniften für morgen soweit schon mal vorbereiten, damit ich morgen anständig Kugeln durchjagen kann und Hop-Up einschießen kann. Und jetzt ist mir gleich mal aufgefallen, diese SVD hört sich absolut grausam an, out of the box. Bedeutet, wir müssen dann, wenn ich die Internals filme, irgendwann mal in 3-4 Tagen, werden wir diese ganze Gearbox vermutlich einmal aufmachen und nachschimmen müssen. Denn ich bin jetzt gerade schon mal hergegangen und habe hier versucht, den Motor einzustellen, weil ich zuerst davon ausgegangen bin, okay, vielleicht passt einfach die Motoreinstellung nicht. Aber nein, das ist nicht der Fall. Bedeutet, egal wie ihr den Motor einstellt, weiter rein, weiter raus, das Kreischen wird nicht besser. Jetzt gibt es natürlich zwei Optionen oder zwei Möglichkeiten. Option Nummer 1, die Gears sind einfach relativ schlecht eingeschimmt. Oder wir werden sogar mit einem besseren Shimming das Klangbild nicht besser hinbekommen. Denn hier ist natürlich in der Gearbox ein, ich glaube 26:1 Gearset drin verbaut. Also kein High-Speed Gearset, sondern ein High-Torque Gearset. Bedeutet, die Zahnräder, die Untersetzung ist für sehr starke Federn eigentlich ausgelegt. Und daher die Gears dann einfach sehr langsam drehen und wir auch noch 4 Stück an der Zahl haben, könnte es sogar sein, dass wir das Klangbild heute, obwohl wir es in neu schimmen werden, nicht besser hinbekommen. Wie gesagt, dementsprechend möchte ich jetzt in dieser Aufnahme mal hergehen und für euch schon mal vorab nochmal ein paar Audioaufnahmen machen. Wie hört sich denn jetzt diese SVD an, wo ich sie ausgepackt habe? Denn im Video dann selbst, wie gesagt, werde ich sie nachschimmen, damit wir mal ein bisschen vergleichen können. Bringt's was, die Gearbox rauszuziehen und nachzuschimmen, oder muss man mit dem Klangbild einmal leben? Also hauen wir mal ganz kurz einen Akku ran und dann mache ich euch 2 Audioaufnahmen, einmal mit dem Lavalier oder mit dem Ansteckmikrofon und einmal ganz normal mit dem Richtmikrofon auf der Kamera drauf. Es wird vermutlich aber wurscht sein, welche Audioaufnahme ich nehme, denn das hört ihr sofort, dass das Klangbild gerade im Vergleich zu dieser CRP9 alles andere als schön ist. So, Mumpel sollte eigentlich keine drin sein. Moment, muss ich mal auf meinen Karton zielen. Nee, okay, ist leer. Also, jetzt hört mal, so kam das Modell jetzt out of the box. Hört ihr das? Das hört sich für mich irgendwie ja, fast ein bisschen geplagt an. Und selbst wenn ich jetzt hergehe und den Motor ein kleines bisschen weiter rausdrehe, egal wie weit, dieses Hauptkreischen bekommt man nicht wirklich in den Griff. Wie gesagt, ich werde das Modell morgen so schießen, mir egal, wenn das schlecht geschimmt ist, nicht mein Problem. Aber wir werden eben, wie gesagt, im Hauptreview oder in den Hauptaufnahmen bei den Internals werden wir dann mal auf die Gears im Detail eingehen und dann versuche ich mal nachzuschimmen. Und dann können wir eben gegenkontrollieren, ob man es besser hinbekommt oder ob es nicht besser wird. Also ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass das Klangbild heutzutage eigentlich besser geht. So, also wie gesagt, ich habe das Ganze nachgeschimmt. Ich gebe euch später alle Informationen, die ihr benötigt. Ich muss euch aber jetzt bereits sagen, auch wenn die Gears jetzt geschmiert sind, der Motor sauber eingestellt ist, sauber geschimmt ist, kreischen die Gears dennoch. Also so richtig sauber, perfekt habe ich es mit den Original-Gears nicht hinbekommen. Es ist besser, sie hört sich sauberer an vom Laufverhalten her. Ganz vergleichen mit aktuellen anderen Modellen kann man das Ganze leider nicht. Es gibt jetzt zwar auch von Begadi dieses Silverline Gearset, CNC gefräst für SVD-Modelle. Damit könnte man vielleicht noch was reißen, habe ich aber leider nicht da. Hätte ich das da gehabt, so ein Gearset, hätte ich es für euch mal reingebaut, damit man dann mal guckt, ob man es vielleicht noch besser hinbekommt. Bedeutet, wir hören uns jetzt die SVD an, so wie sie sauber oder meiner Meinung nach sauber geschimmt ist, der Motor sauber eingestellt ist und die Gears eben geschmiert und gefettet sind. Und der nächste Punkt ist, ihr habt hier eben bei dem SVD-Modell ein sehr langsam untersetztes Gearset zunächst mal. Bedeutet, wir haben hier 26:1 oder 27:1. Bedeutet, die Gears drehen langsamer und sind dementsprechend schon mal lauter von sich aus wie ein 13:1er Gearset in der Standard V2 oder V3 Gearbox. Ganz normal, bedeutet, sie darf ein bisschen lauter sein aufgrund des Gearsets. Gleichzeitig habt ihr nicht nur 3 Gears, sondern 4 Gears. Und das kennt ihr auch von AEPs.
Die Gearsätze, die so lang untersetzt sind mit mehreren Zahnrädern, sind von Haus aus immer ein bisschen lauter. So, und wie gesagt, ich gehe dennoch davon aus, wer wirklich Liebhaber ist und sich von der Technik auskennt, ich gehe dennoch davon aus, dass es mit einem sauber eingeschimmten Silverline Gearset vermutlich noch laufruhiger wird wie jetzt die Original Gears. Also ich schweife ein bisschen ab, jetzt lasst uns doch das Ding mal anhören, 0,3 Gramm BBs und eben nachgeschimmt. Ich mache euch Audioaufnahme wie üblich, einmal vorne Richtmikrofon, bedeutet Abnahme vom Klang vorne an der Mündung und einmal Ansteckmikrofon, damit man die Gearbox stärker raushört, also vom Schützen. Also Leute, dann hören wir uns das Ding doch mal an. So, jetzt ist sie leer. So, jetzt droppen wir erstmal die ganzen Kugeln, die da noch drin sind. 3 Stück fallen, glaube ich, raus. Ja, jetzt ist sie leer. So, also ihr habt es gehört. Ich finde, ja, es ist besser geworden wie out of the box. Bedeutet, dieses helle Kreischen ist jetzt weg. Aber dennoch hört sich das irgendwie komisch an. Also ich weiß nicht, die Gears hören sich für mich irgendwie ein bisschen geplagt an. Dürfte eigentlich nicht sein. Also dementsprechend, wie gesagt, selbst wenn es nachgeschimmt ist, finde ich den Klang, ja, vielleicht sind wir alle ein bisschen verwöhnt heutzutage mit den ganzen Highspeed-Gearsets. Vielleicht kann man es als normal betrachten. Ich werde aber dennoch auf das ganze Thema Klangbild, Shimming, werde ich heute leider einen Kritikpunkt geben. Wie gesagt, mehr Informationen später bei der technischen Seite, wenn wir alles auseinanderbauen. Da könnt ihr euch selbst mal ein Bild machen, wie das Modell out of the box kommt. Also wie gesagt, ich würde vielleicht mal ein Silverline Gearset probieren, das kostet nicht so viel, das kostet glaube ich 30 € oder sowas. Und ich denke, wenn man das schön einschimmt, bekommt man das Modell noch ein bisschen laufruhiger und ein bisschen schöner. So hört es sich immer noch irgendwie ein bisschen geplagt irgendwie an, obwohl jetzt die Energie eigentlich für den großen Zylinder nicht zu viel ist. Wäre jetzt hier eine 150er Feder drin oder eine 160er, dann würde ich sagen, ja klar, plagen sich die Gears oder plagt sich das System, weil die Feder zu stark ist. Aber bei 2 Joule, Leute, da könnt ihr sogar ein 13.1er Gearset wahrscheinlich reinballern. Aber wie gesagt, Thema Gears, überlegt es euch, haltet es ein bisschen im Hinterkopf, wenn euch das egal ist vom Klang, wenn ihr einfach ein bisschen Spaß haben wollt und wenn ihr vielleicht nicht einfach so, ja, so ein bisschen verzogen oder verwohnt seid vom Klangbild, dann ist es in Ordnung. Aber es geht eigentlich auch immer besser. Dann lasst uns noch ganz kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen, aber wirklich nur ganz kurz, denn ich habe letztendlich auch nur die Originalmagazine, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wie vorhin beim Lieferumfang schon angesprochen, es sind 2 Mid-Cap-Magazine dabei, sind außenrum komplett aus Stahlblech gefertigt. Der innere Aufbau ganz normal aus ABS, wie bei den meisten. Aber außenrum komplett aus Stahlblech, passen 80 Mumpeln rein, ganz normal mit dem Speedloader. Und die Dinger sind echt klasse. Kosten, glaube ich, 14,50 € auf Ersatz 1 Magazin. Das ist vollkommen in Ordnung. Und auch vom Feeding, selbst wenn ihr 0,36 oder 0,4er reinpackt, feeden die Dinger wirklich gut. Also da hatte ich absolut keine Probleme damit. Und auch im Chrono gesehen, 0,45, da gibt es absolut nichts zu meckern. Also die Magazine sind klasse. Wenn ihr jetzt sagt, 80 BBs ist ein bisschen zu wenig, es ist ein klassisches Modell, da langt's. Nein, Quatsch. Es gibt natürlich auch noch von Syma, von der SVU, diese modernen Polymer-Magazine. Da passen dann 40 Kugeln mehr rein, also 120 BBs für 16 € und ein paar zerquetschte, glaube ich. Aber wie gesagt, müsst ihr euch überlegen, ja, wenn ihr schon SVU-Magazine daheim habt, ja, passen da auch problemlos rein. Ich würde euch aber bei dem Modell immer die originalen Stahlblech-Magazine empfehlen. Die passen da einfach super dazu, muss man sagen. Und auch vom Preis her, Preis-Leistungs-Verhältnis für die Magazine, ist es vollkommen in Ordnung. Dann lasst uns auch heute noch ein paar Nahaufnahmen machen, so die Verarbeitungsqualität eben noch ein bisschen durchleuchten. Das meiste habe ich euch aber natürlich vorhin bei den Allgemeininformationen bereits angesprochen. Also ihr seht hier vorne, das ist letztendlich ein großes Aluminium-Gussteil, gesamte Mündungsbremse zusammen mit dem Kornträger, wird dann hier unten verstiftet mit 2 solchen Spannstiften letztendlich. Innen drin einmal euer Korn und da habe ich euch eben vorhin leider nicht gezeigt im Lieferumfang.
Da habt ihr eben noch so einen Schlüssel dabei. Sieht ein bisschen aus wie so ein Entlüftungsschlüssel. Geht ihr da oben rein und dann könnt ihr das Korn eben über Schrauben in der Höhe einstellen. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, Kimme Korn bei einer SVD. Naja gut, wer unbedingt möchte, ansonsten gescheites PSO drauf und gut ist. Auch das Rohr vorhin schon angesprochen, einteilig Alu und auch hier, wie gesagt, ich versuche es mal richtig festzuhalten. Nee, gut, gelingt mir leider nicht, die ganze Knifte wackelt, aber auf jeden Fall, da ist echt kein Spiel drauf. Also ihr könnt jetzt nicht irgendwie, ja, das schwingt jetzt nicht, das klappert jetzt nicht oder sowas, sondern ihr müsst einfach mit ein bisschen Kraft hoch und runter ziehen und dann könnt ihr das Ganze vielleicht um einen halben Millimeter, ein kleines bisschen hin und her winden. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass es bei einem Schuss nicht anfängt zu vibrieren oder zu schwingen und das ist eben nicht der Fall. Also auch das gesamte Rohr oder den Outer hat Syma anständig umgesetzt. Dann finden wir vorne auch die gesamte Gasabnahme aus Aluminium und Zinkguss vor. Also auch hier natürlich kein Stahl vorhanden. Und wie vorhin auch schon angesprochen, hier ein bisschen aufpassen. Vom Schützen aus auf der linken Seite habt ihr hier dran so eine kleine Öse, um zum Beispiel einen Trageriemen zu befestigen. Aber auch das Teil ist nicht aus Stahl, sondern auch nur aus Zink. Und wenn ihr dann einen Karabiner oder irgendwas festmacht und ihr nutzt es häufig, dann kann es passieren, dass sich auf Dauer diese Öse oder diese Aufnahme ein bisschen durchreibt und durchscheuert. Und irgendwann ist die dann zu dünn und könnte brechen. Wie gesagt, wir sprechen hier irgendwo vielleicht von, keine Ahnung, 2, 3 Jahren. Aber halt ein bisschen im Auge behalten, wenn ihr da vorne den Trageriemen montiert. Das hätte Syma gerne noch aus Stahl fertigen können. Und auch eben aufpassen, seht ihr jetzt hier nochmal kurz im Detail, wie beim Akku einlegen vorhin schon kurz angesprochen. Auch dieses Hebelchen hier runter, auch das ist nur aus Zink. Bedeutet, wenn ihr dann Akku einlegt und ihr merkt, bei der Arretierung, der Hebel geht nicht richtig hoch, der klemmt, nicht mit Gewalt hochdrücken, sondern diese Schelle hier vorne zusammen mit der Schaftung kräftig nach hinten drücken und dann geht der Hebel butterleicht und einfach. Wie gesagt, hier ein kleines bisschen aufpassen. Gerade Zink ist teilweise ein sehr sprödes Material. Wenn ihr da ein bisschen zu arg biegt, könnt ihr abbrechen. Das möchtet ihr selbstverständlich nicht. Vorderschaft sitzt sauber drauf, also auch hier bei den beiden Hälften, wenn ihr da versucht ein bisschen rumzuwackeln oder sowas, das sitzt hier hinten von der Passgenauigkeit wirklich sehr schön in dieser Klemmung drin. Ihr habt hier auch kein Knarzen, wenn ihr es irgendwie zusammendrückt, ihr habt da kein Spiel drauf und auch wenn wir es vielleicht mal umdrehen im unteren Bereich, das passt alles recht anständig. Also auch hier würde ich sagen, ist in Ordnung, kann man definitiv nicht meckern. Und wie gesagt, von der Oberfläche, ihr seht es natürlich auch hier unten, auf der Seite habt ihr hier so eine kleine Struktur drin, hier nicht oder so eine Maserung. Es ist natürlich Holz und dementsprechend sieht eben jedes Bauteil eben anders aus. Also ihr werdet niemals die gleiche SVD oder die gleichen Holzteile irgendwie vorfinden. Und dementsprechend kann es auch mal vorkommen, dass da irgendwo ein bisschen eine Macke drin ist oder ja, so eine kleine Druckstelle. Das ist halt Holz, wie vorhin schon angesprochen, aber sehr hartes Holz, also nicht irgendwie zu weich. Und auch wenn euch das mal runterfällt, es fängt jetzt nicht an irgendwie zu reißen oder aufzuplatzen oder sowas. Also das ist schon in Ordnung, auch wenn es natürlich nur zusammengeleimtes Schichtholz ist. Dann die Kimme oben ist aus Zinkguss gefertigt, ganz normal, wie man es bei einer AK kennt. Könnt ihr natürlich zusammendrücken, links und rechts und dann in der Höhe entsprechend einstellen. Genau gleiches Thema wie beim Korn vorne. Wie gesagt, offene Visierung bei einer SVD. Naja, wer es braucht. Das Gehäuse selbst bzw. den Receiver hat Syma recht anständig umgesetzt, da können wir nicht meckern. Von den ganzen Konturen her alles sauber gefertigt, ist natürlich auch nur ein Gussteil bzw. besteht aus einer Zink-Aluminium-Legierung, also nicht Stahl, ist aber sehr dickwandig, schön robust konstruiert das Ganze und auch von der Passgenauigkeit von den einzelnen Bauteilen wirklich klasse. Also da würde ich absolut gar nicht schimpfen, das passt soweit. Auch die obere Abdeckung vorhin schon angesprochen, obere Gehäusedeckel komplett aus Stahlblech gefertigt und sitzt hier hinten sehr passgenau. Bedeutet, auch hier ist kein Wackeln, kein Klappern oder sowas vorhanden. Also das sitzt sauber drauf und klappert und scheppert euch nicht rum, wenn ihr mit dem Ding euch mal ein bisschen schneller bewegt oder sowas. Also das ist von der Passgenauigkeit alles in Ordnung. Auch der gesamte Feuerwahlhebel, oben die Sicherung, unten ganz normal einmal halbautomatisch. Geht natürlich nicht weiter wie bei einer AK. Seht, da wird hier blockiert. Wie beim Original eben auch, funktioniert tadellos, können wir nicht meckern. Und auch der hintere kleine Hebel wird sauber arretiert, wackelt auch nicht rum, sitzt ordentlich, um zu zerlegen. Kräftig nach unten drücken, damit ihr eben das obere Gehäuse entfernen könnt. Also das passt alles soweit. Auch einmal der Fake-Verschluss hier innen drin oder Auswurf läuft sauber.
quietscht nicht, reibt nicht, hakt nicht, muss man aber natürlich zum Hop-Up einstellen, leider hinten halten. Das ist natürlich bei modernen Systemen, wenn das Ganze lockt, bisschen benutzerfreundlicher, aber gut, es ist eine SVD und dementsprechend auch tipptopp in Ordnung. Der gesamte Magazinhalter unten, ganz normal, ähnlich wie bei einer AK oder wie bei einer AK, ist aus Stahl gefertigt. Also wenn ihr hier mal ein bisschen kräftiger drückt oder sowas, braucht euch keine Sorgen machen, dass der Hebel hier irgendwie abbricht oder sowas. Also das ist in Ordnung, würde ich sagen. Zum Einlegen der Magazine vielleicht noch ganz kurz, habe ich vorhin noch gar nicht angesprochen. Ihr müsst natürlich die SVD-Magazine mit der kleinen Nase zuerst einlegen. So, und ich sehe jetzt natürlich gar nichts. Bedeutet, so müsste es passen. Einmal oben zuerst mit der Nase rein und dann nach hinten kippen. Und dann klickt es hier unten ein und dann sitzen die Magazine wirklich sauber und richtig ordentlich drin. Also die wackeln euch nicht links, rechts, die wackeln euch nicht vor, zurück, sondern die werden einfach ordentlich und sauber arretiert. So wünscht man sich das. So, und jetzt da noch kurz zum Thema Hop-Up. Das habe ich vorhin schon ganz kurz alles angesprochen, aber ich zeige es euch mal noch mal ganz kurz im Detail. Wenn wir jetzt gerade schon in dieser Aufnahme sind, jetzt drehe ich das Teil mal so her, ziehe den gesamten Fake-Verschluss einmal zurück und dann seht ihr hier oben drin diese Rotary Hop-Up-Kammer. Wie gesagt, ich baue sie später für euch mal raus und zeige es euch noch mal im Detail. Hierüber stellt ihr dann letztendlich euren Hop ein. So, wenn ich das alles irgendwie halten kann, bedeutet das Ganze überdrehen. Seht ihr das? Und dann macht es solche Klicks. Und ihr seht ebenfalls hier vorne ist ein kleiner Gewindestift drin mit einer Feder. Und wenn ihr den weiter rausschraubt oder weiter reinschraubt, könnt ihr dieses Klicken oder wie stark die Kugel gegen diese Rasterung dagegen drückt, könnt ihr eben da einstellen. Wie gesagt, ich zeige es euch später nochmal im Detail. Und abschließend eben noch ein paar Details zum Hinterschaft. Da habe ich euch eben vorhin schon angesprochen. Passgenauigkeit bzw. Aufnahme hier Holz zum Receiver. Das könnt ihr jetzt vielleicht in der Nahaufnahme ein bisschen besser erkennen. Hier hat mein Modell einen kleinen Spalt, so circa 0,8 mm. Warte mal, ich drehe es euch vielleicht mal ein bisschen näher hin. So könnt ihr das ein bisschen erkennen. Also hier, wie gesagt, da ist so ein kleiner Spalt, aber es sitzt dennoch perfekt. Also ich habe auch innen drin mal die Schrauben kontrolliert. Die ganze Schaftung wird mit dem Gehäuse mit 2 Schrauben verbunden. Eine geht so schräg hier hinten rein und eine geht hier unten rein. Und die sitzen wirklich bombenfest drin, die Schrauben. Also ihr habt jetzt hier kein Spiel oder kein Wackeln drauf, aber wie gesagt, ihr habt hier dennoch einen kleinen Spalt und den habe ich auch nicht rausbekommen. Also ich kann jetzt auch nicht die Schrauben innen drin fester ziehen, damit es vielleicht weiter hoch wandert, ist nicht möglich. Ich gehe auch davon aus, dass eben Holz ist und Holz immer irgendwie ein bisschen arbeiten kann, sollte es mal Feuchtigkeit bekommen oder irgendwas, dass das vielleicht sogar ein bisschen, ja, so eine, wie nennt man es, eine Dehnungsfuge ist. Nee, Spaß beiseite. Aber es könnte schon sein, wie gesagt, wenn es Holz arbeitet oder irgendwas, dass das hier relativ normal ist. Oder es ist halt je nach Modell unterschiedlich, weiß ich nicht. Ich habe es euch auf jeden Fall angesprochen. Hier, mein Modell hat so einen kleinen Spalt hier drin. Und was ihr dann ebenfalls auch seht, ist natürlich, dass der Hinterschaft immer vom Holz her unterschiedlich sein kann. Und wenn ihr hier mal herguckt, ich habe hier zum Beispiel so kleine Furchen drin, ebenfalls ein bisschen am Griff, wenn ich das mal ein bisschen so drehe. Also wie gesagt, so dieses, ich denke, es ist normal. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Original-SVD gesehen, aber ihr müsst einfach damit klarkommen, dass halt irgendwo im Holz ein paar Macken vorhanden sein können. Je nach Modell, je nachdem, wie es halt fertig worden ist. So, und abschließend eben die Wangenauflage. Wie gesagt, die ist schön weich gummiert, also schöner Gummi mit so einer kleinen Struktur oben drauf. Fühlt sich angenehm an und könnt ihr auch über diese Stahlklemme hier unten entfernen. Habe ich euch beim Federschnellwechselsystem bereits gezeigt. Bevor wir gleich weitermachen mit den Internals, lasst uns noch kurz über das Thema Demontage sprechen, denn hier gibt es einen Punkt, den finde ich leider nicht ganz perfekt umgesetzt. Zunächst mal so eine SVD auseinanderzunehmen, ist wirklich nicht viel dabei. Bedeutet, ihr habt ganz normal euren Feuerwahlhebel, den müsst ihr nicht abschrauben bei der SVD, sondern den klappt ihr circa in diese Position her, also nach oben. Dann wobbelt er und zieht ein bisschen und irgendwann hakt er dann hier aus. Bedeutet, er ist hier nur geklemmt, genauso wie das hintere. Der hintere Hebel, den dreht er einmal in die Richtung, wartet mal, so nach oben geht er so. Und dann könnt ihr ebenfalls einfach rausziehen. Also quasi hier seht ihr das so Nupsi, da so eine kleine Aussparung, wenn der dann in der Position steht,
Dann noppelt ihr da, dann könnt ihr dann rausziehen. Also da ist nichts dabei. So, dann müsst ihr aber natürlich, um jetzt zum Beispiel die Hop-Up-Kammer rauszubekommen und auch die Gearbox rauszubekommen, müsst ihr den Outer lösen, damit ihr mit der Hop-Up-Kammer von der Nozzle wegkommt. Hierfür müsst ihr letztendlich im oberen Bereich, hier unter der Kimme, 2 so Gewindestifte lösen und dann könnt ihr den Outer bereits nach vorne rausziehen. Bedeutet, der steckt hier wirklich nur drin, quasi so. Und dann zieht er das Ganze nach vorne einfach raus. Also seht ihr auch, da oben ist so eine kleine Fräsung drin im Outer, wo dann später diese beiden Gewindestifte oben arretieren und das Ganze festhalten. So, und jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Wenn ihr jetzt wirklich an die Gearbox ran wollt und alles rausmachen müsst, muss hier oben der kleine Block hier noch weg. Der hängt da oben letztendlich an so einem Spannstift und zusätzlich innen drin nochmal an 2 Schrauben. Müsst ihr die 2 Schrauben lösen, müsst den Pin rausdrücken, dann könnt ihr das drum nach vorne runterziehen. So, und jetzt da aber der nächste Punkt, was mir ein bisschen auf den Zeiger geht, wenn ihr jetzt mal an die Gearbox ran müsst. Im Regelfall müsst ihr da natürlich nicht ran, es passt alles out of the box, ihr habt ein Federschnellwechselsystem, alles tippitoppi. Aber irgendwann wird der Punkt mal erreicht sein, wo vielleicht irgendwann mal was verschlissen ist oder ihr nachfetten wollt, ihr reinigen möchtet oder whatever. So, das kann nach 30.000, das kann nach 50.000 Schuss sein, das haben wir dahingestellt. Aber ihr werdet irgendwann mal, je nachdem wie lange ihr das Modell spielt, die Gearbox entnehmen müssen. So, und jetzt hat ja diese SVD in der 5. Generation von Begadi auch wieder dieses Begadi Core also ein EFCS drin. Jetzt eben ein spezielles EFCS für diese SVD-Modelle. Das finde ich super, das schauen wir uns später nochmal im Detail an. Aber jetzt machen sie schon ein neues EFCS, halten es aber nicht für nötig, hier vorne nochmal eine extra Steckverbindung reinzumachen. Bedeutet, die Kabel wurden bei der Installation alle hier vorne durchgezogen, durch so einen kleinen Kanal hier unten im Gehäuse. Und dann später, wenn alles fertig war, haben sie einen Stecker hingelötet. Jetzt könnt ihr euch schon denken, ihr bekommt natürlich das Ganze nicht raus, da ihr mit dem Stecker hier unten nicht durchkommt. Wo wäre denn da das Problem gewesen, hier vorne einfach nochmal eine zusätzliche Steckverbindung anzubringen? Wäre von der Demontage und für eine Wartung etwas benutzerfreundlicher gewesen, muss ich sagen. Also das finde ich ein kleines bisschen schade. Und wenn ihr dann den Stecker ablötet, dann müsst ihr auch aufpassen, denn das ist nicht irgendwie ein ganz normaler Lötzinn, sondern das ist irgendwie so eine Art Silberlot oder so. Bedeutet, ihr braucht unheimlich viel Hitze, dass sich dieser Lötzinn löst. Bedeutet, ich bin jetzt da mit 450 Grad draufgegangen, bis sich der Lötzinn mal überlegt hat, okay, ich gehe jetzt mal weg. Also hier aufpassen, nicht einfach nur mit dem 320 Grad, sondern ihr braucht da richtig Power am Lötkolben oder an der Lötpistole, damit ihr das lösen könnt. Und dann dürft ihr natürlich auch nicht zu lange drauf, ansonsten schmelzt ihr den ganzen Stecker kaputt. Also wie gesagt, hier wäre meiner Meinung nach eine extra Steckverbindung, wäre hier rein von der Demontage etwas benutzerfreundlicher gewesen. Und dann müssen wir heute abgekapselt ein bisschen von diesem Review leider im Detail auf das Klangbild und vor allem auf das Shimming eingehen. Ihr wisst ja, lieber mache ich es ausführlich, mache ich es umfangreich, gebe euch ein bisschen Tipps, damit ihr wirklich 100% wisst, für was ihr Geld ausgebt. So, vor ungefähr 4 Tagen, wo ich das Modell bekommen habe oder die Knifte bekommen habe, habe ich euch bereits eine Aufnahme gemacht, wie sich das Modell out of the box anhört. Denn wir hatten hier leider ein doch relativ starkes Kreischen drauf. Hat sich also gerade im Vergleich zu dieser aktuellen CRP9, wo ich parallel auch gerade ein Video mache, leider nicht so geil angehört. So, und dann habe ich euch eben gesagt, es könnte natürlich daran liegen, dass wir hier eben ein 26:1 Gearset drin haben, also sehr langsam untersetzt. Und zusätzlich haben wir natürlich keine 3 Zahnräder oder 3 Gears, sondern natürlich 4 Gears. So, dadurch natürlich, das Modell wird ein bisschen lauter werden, wird vom Klang her nicht so geil werden wie ein 13:1er. Ich bin aber jetzt da fest der Überzeugung, dass wir es dennoch besser hinbekommen. Denn lasst uns zunächst mal über das Thema Shimming sprechen. So, jetzt passt mal auf, hier haben wir einmal die einzelnen Gears, wir drücken uns die alle auf eine Seite rüber. So, jetzt muss ich bloß gucken, wie ich das vor der Kamera am besten zeige. So, achtet mal jetzt hier auf die einzelnen Achsen, wenn ich auf der gegenüberliegenden Seite dagegen drücke. Einmal das Spurgear, habt ihr es gesehen? Locker 0,5 mm Luft. Dann das zweite, das Sektorgear, dann das zweite Spurgear. Schaut euch das mal an. Locker 1 mm, wenn nicht sogar 1,5 mm Luft und nimmt sogar das Sektorgear auch noch mit
wenn man das Ganze bewegt. Also das hat mit einer Schimmung oder mit einem Shimming hat das absolut nichts zu tun. So, dann das erste Spurgear, ebenfalls natürlich Millimeter Luft und auch das gesamte Bevel Gear. Schaut euch das mal an. Das könnt ihr sogar hier im inneren Bereich sehen. Wenn wir da mal reingucken, zieht euch das mal rein. Das ist halt auch locker ein Millimeter, wenn nicht sogar 1,5 Millimeter Luft. Also Thema Shimming und dementsprechend vermutlich auch der Klang leider sehr stark ausbaufähig. So, und was mir jetzt gerade beim Demontieren auch schon aufgefallen ist, bevor wir das ganze Modell jetzt dann gleich mal neu shimmen werden und den Motor sauber einstellen werden, passt mal auf, wo Syma leider auch ein bisschen gespart hat, was nicht normal ist, denn im Regelfall sind die Syma Gears eigentlich immer sauber geschmiert. In dem Fall leider gar nicht. Also die gesamten Gears sind fotztrocken. Da ist kein bisschen Fett irgendwie ansatzweise an so einem Zahnrad vorhanden. Und was ich dann auch nicht verstehe, wenn ihr euch mal diese Wuchtbohrungen anschaut, da hängt irgendwie so ein Zeug drin. Wenn ich das mal raushole, ich weiß nicht genau, was das ist. Das sieht ein bisschen aus wie bei uns auf der Arbeit so Waschpaste oder so für Industriebetriebe. Also irgendwas hängt da in diesen Löchern drin, was ich nicht genau weiß, was es ist. Wie gesagt, das könnte so Handwaschpaste sein. Nein, Spaß beiseite ist es vermutlich nicht, aber es sieht danach aus. Dementsprechend der jetzige Job letztendlich, ich werde jetzt die ganzen Gears rausmachen, werde sie sauber machen, werde sie komplett neu einschimmen und werde anschließend das Ganze ordentlich schmieren und fetten. Ich weiß noch nicht, inwieweit ich euch jetzt mitnehme mit der Kamera, denn das Ganze wird jetzt bestimmt eine halbe Stunde oder so dauern. Vermutlich schneide ich euch dann letztendlich nur das finale Ergebnis rein und teile euch mit, inwieweit ich welches Gear wo geschimmt habe, damit vermutlich das Klangbild besser wird. Und natürlich auch die Motoreinstellung müssen wir uns ebenfalls dann anschauen, wie weit wir dann hier letztendlich mit dem Motor rein müssen, dass das Ganze wieder passt von der Höhe her. So, wie rum gehört der rein? Ich glaube so rum, ne? Ja, so rum, glaube ich, gehört er rein. Ja, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, wie gesagt, gehen wir das Thema an. Neu-Shimming, reinigen. Leider vermutlich bei den Modellen meiner Meinung nach nötig. Also gut, fertig geschimmt das Ganze. Motor sauber eingestellt und gerade bei so einer SVD im Vergleich zu anderen SAEGs oder anderen AEG-Systemen müsst ihr beim Shimming extrem auf das Sektorgear achten. Ich erkläre es euch mal ganz kurz, worauf zu achten ist, gebe euch noch ein paar Tipps und gebe euch auch mein Shimming jetzt mal durch, wie es ich geschimmt habe. Gut, Schrauben habe ich jetzt gerade wieder raus, aber wie gesagt, immer natürlich prüfen mit Schrauben, bedeutet, ihr knallt die ganzen Schrauben da rein und dann könnt ihr einfach mal prüfen, wie eure Gears dann letztendlich geschimmt sind. Und bei mir passt es jetzt wirklich wunderbar, auch mit Schrauben sauber geschimmt, kein Spiel mehr drin, läuft wunderbar und sauber, auch Motor sauber eingestellt. Das ist der erste Punkt, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Ihr fangt beim Shimming natürlich an, einmal das Pinion Gear sauber einzustellen. Bedeutet ganz normal, wie auch schon öfters in den Shimming-Videos erklärt. Ihr setzt den Motor hier einmal ran und schaut dann, dass das Pinion Gear hier einmal bündig mit dem äußeren Zahnkranz ist. Dann ist der Motor von der Tiefe her sauber eingestellt. Und dann schimmt ihr letztendlich das Bevel Gear oder euer Kegelrad, schimmt ihr dann so hoch, dass ihr noch ganz leicht ein kleines Fitzelchen Zahnspiel einmal drin habt. Bedeutet, ihr müsst dann die Gearbox zusammen machen, müsst dann den Motor einmal unten installieren, festschrauben und müsst dann irgendwie kontrollieren, wie viel könnt ihr denn das Bevel Gear bewegen. Und es sollte so ganz, ganz leicht gehen, also so minimal Spiel, so 0,05, maximal 0,1 mm, kleines bisschen Spiel drin haben. Und das kontrolliert ihr bei der Gearbox so, dass ihr den Motor ganz normal einmal verbaut, dann schraubt ihr so richtig rum, ja, also Kabelführung immer nach hinten beachten, einmal so rum drauf, schraubt ihn hin. Und daher wir hier oben so einen Durchgang haben und auch hier hinten Federschnellwechselsystem, kommt ihr mit einer Taschenlampe und mit einem kleinen dünnen Schraubendreher, kommt ihr dann von hier oben rein und kommt ans Kegelrad hin. Bedeutet, ihr könnt dann hier das Zahnspiel innen drin ganz vorsichtig mit dem Schraubendreher prüfen. So, das ist der erste Punkt. Wie gesagt, müsst ihr sauber einstellen. Und dann müsst ihr aber aufpassen, ihr werdet jetzt gleich feststellen,
dass hier relativ viel geschimmt werden muss. Bedeutet, wir schimmen hier teilweise um 1,3 mm. Der nächste Punkt ist aber ganz arg aufpassen. Ihr habt hier ein Kegelrad, Kegelrad nicht, ihr habt hier ein Sektorgier mit einem Halbzahn, beziehungsweise euer Pisten ist ein Halbzahnpisten. Bedeutet, ihr könnt es auch ein bisschen erkennen, wenn wir das ein bisschen so ins Licht reindrehen. Der würde hier sind die Zähne einmal abgefräst, da es Sektorgier komplett voll ist. Das kennt ihr auch von irgendwelchen Super High Torque Gears, irgendwie 32:1. Da sind die Gears immer, oder ist das Sektorgier immer komplett voll. Und dementsprechend müsst ihr hier aufpassen, dass ihr mit eurem Sektorgier nicht zu hoch schimmt. Das ist ein bisschen ein Widerspruch oder ein bisschen schwierig zum Schimmen, denn hier müsst ihr es relativ hoch. Da müsst ihr dann natürlich auch hoch, denn ihr wollt die maximale Anlagefläche haben, natürlich am Bevel Gear. Aber mit dem dürft ihr eben nicht zu hoch gehen, ansonsten schleift euch da oben der Pisten entlang. Also das ist, wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert und müsst ihr euch wirklich die Zeit nehmen. Wenn ihr dann die Gears sauber eingeschimmt habt, dann immer noch mal gegenkontrollieren, das Sektorgier so herstellen, dass der halbe oder der flache Zahnkranz einmal oben steht. Dann setzt ihr euren Zylinder zusammen mit den Pisten einmal in die Gearbox rein, quasi so. Und jetzt nicht einfach nur testen so und denken, ach ja, das passt schon, das schleift nicht, sondern immer Pisten ganz nach hinten, Gearbox einmal zusammenbauen, am besten nochmal 1, 2 Schräubchen rein und dann von hinten testen, ob das wirklich passt. Bedeutet, wie gesagt, macht nochmal Schrauben rein, dann geht ihr von hinten übers Federschnellwechselsystem mit irgendeinem Schraubendreher rein und fahrt dann mit den Pisten ein bisschen hin und her innen drin und prüft quasi, ob der Pisten am Sektorgier hängen bleibt oder nicht. Würdet ihr jetzt hier mit dem Pisten hin und her fahren, das Sektorgier bewegen, bedeutet, seht ihr hier irgendwie eine Bewegung auf dem Kugellager oder auf dem Kugellager, dann ist das Sektorgier zu hoch geschimmt, dann müsst ihr das Sektorgier tiefer schimmen. Wie gesagt, das ist bei so einer SVD nicht ganz einfach, hier alles letztendlich anzugleichen. So, und ihr seht auch, geschmiert habe ich die Gears auch schon. Jetzt muss ich bloß meine ganzen Shims wieder einmal sauber installieren und dann gehen wir zusammen mein Shimming einmal durch. Legen wir also los mit dem Bevel Gear. Hier habe ich im unteren Bereich 2 Schimmscheiben mit jeweils 0,5 mm. Ich musste also 1 mm unterschimmen, damit es mit dem Pinion Gear sauber hingehauen hat und damit ich eben ein bisschen minimal Zahnspiel hatte. Bin ich hier zu tief gegangen, hätte ich mit dem Pinion Gear zu weit rausgehen müssen und dann habe ich natürlich weniger Anlagefläche vom Kegelrad hier. Das möchte ich natürlich auch nicht. Bedeutet, ich möchte natürlich hier die maximale Fläche nutzen, um so viel Kraft wie möglich zu übertragen. So, also unten 1 mm, den Rest oben drauf geschimmt und das müssten dann noch 0,9 sein. Oder war es ein bisschen mehr? Wartet, lasst mich nochmal gegenkontrollieren, damit ich keinen Mist erzähle. Oh, kommt halt jetzt runter. So, jetzt da. Schau mal, gut, das messen wir jetzt einfach mal ganz kurz mit Fett. 0,8. 0,8 oben oder 0,9 sind es eigentlich, wenn die Shims passen würden. Jetzt wartet mal, das müsste eigentlich eine 0,2er sein, oder? Ja, doch, stimmt sogar. 0,2 und 0,7. Okay, also 0,9 oben, insgesamt rausgemessen sind es aber nur 0,83. Hat aber noch ein bisschen Luft, also wenn ihr da 0,9 oben drauf packt, dann passt es wunderbar. Und wie gesagt, 2,05er, 1 mm unten drauf. Jetzt müssen wir natürlich mit dem ersten Spurgear die gleiche Höhe erreichen wie mit unserem Bevel Gear. Andernfalls, wenn wir hier zu tief gehen, haben wir hier weniger Auflageflächen und wir werden uns hier das Bevel Gear relativ zügig kaputt machen. Bedeutet, hier bin ich genauso hoch gegangen, letztendlich unten 1 mm, also genauso hoch, dass die Gears von der Höhe wieder zusammenpassen. 1 mm unten, damit es zusammenpasst. Und oben waren es, glaube ich, ein bisschen weniger, damit das Ganze passt. Oben haben wir dann noch 0,63, beziehungsweise das eine Shim mit 0,7. Also 0,7 oben, 1 mm unten drauf. So, und jetzt kommt eben das Kritische. Jetzt sind wir mit den beiden Gears relativ hoch gegangen. Jetzt seht ihr aber, dass das zweite Spurgear wirklich sehr, sehr dünn ist von diesem Zahnkranz. Und dennoch müssen wir schauen, dass wir hier
die maximale Anlagefläche von dem Zahnkranz haben, aber gleichzeitig nicht zu hoch kommen. Denn würden wir jetzt hier auch mit 1 mm unterschimmen, dann müssten wir mit dem Sektorgier auch locker 1 mm bis 1,1 mm hochgehen, da wir andernfalls auf dieser Fläche hier aufliegen würden. Gleichzeitig dürfen wir auch nicht zu hoch gehen, denn sonst haut das Ganze mit dem Mikrotaster von diesem EFCS-System nicht mehr hin. Dementsprechend bin ich hier etwas niedriger gegangen. Das langt aber immer noch, bedeutet, wir sind hier bei 0, lass mich mal ganz kurz gucken, eine Shim unten mit 0,7 mm. Also ihr seht 0,3 tiefer, aber auch vom Lagersitz her sitzt automatisch dieses ein kleines bisschen höher. Bedeutet, wenn wir das dann später kontrollieren, passt es von der Fläche her, passt es wunderbar zusammen. Also das ist jetzt nicht zu tief, dass wir zu wenig Anlagefläche haben. Das ist hier nicht der Fall. Bedeutet, ihr habt auch hier unten drin so einen kleinen Versatz, was ihr bei dem anderen eben nicht habt. Könnt ihr hier ein bisschen erkennen. So, also hier unten eben eine Shim mit 0,7, den Rest ganz normal oben drauf geknallt, um wenig Spiel zu haben und dementsprechend oben natürlich sehr viel, 1,2 mm oben drauf geknallt. Sind es 1,2? Das kann ja eigentlich fast nicht sein, das sind noch 2 Shims mit... Doch, stimmt sogar. Ach, eine 07 und 05. Ich dachte, das sind 2 07er. Okay, nee, also 07 und 05, 1,2 oben drauf. Passt wunderbar. So, und jetzt kommen wir eben zum Sektorgier, wo wir so extrem aufpassen müssen, dass wir das so flach wie möglich bekommen und dass es eben auch nicht wiederum zu flach ist, damit es hier nicht aufliegt. Dementsprechend hier beim Sektorgier im unteren Bereich sind 2 Shims. Das ist eine 0,2er und das andere müsste eine 0,5er sein. Oder lasst mich mal ganz kurz schauen. Genau, 0,5. Dementsprechend 0,7 ebenfalls im unteren Bereich. Und da 0,7 unten schon relativ viel ist und dadurch der Steuernocken von dem Sektorgier diesen kleinen Mikrotaster nur noch ganz leicht einmal berührt, könnt ihr vielleicht schon sehen, dass ich auch hier dieses EFCS-System bzw. dieses Core wieder ein kleines bisschen unterlegt habe. Bedeutet, ich habe die eine Schraube hier locker gemacht, habe das ganze EFCS ein kleines bisschen angehoben und habe dann hier unten 4 Schichten Papier drunter gelegt, damit ich einfach mit dem Mikrotaster ein bisschen höher komme und dementsprechend der Steuernocken den Taster schöner betätigen kann. Würde das zu tief sein, könnten wir auf Dauer den Mikrotaster hier einmal beschädigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, wichtig für euch 0,7 unten und 4 Lagen Papier unter den Mikrotaster oder unter das EFCS drunter gelegt. So, der Rest kommt dann ganz normal einmal oben drauf. Da habe ich nur noch eine mit 0. Das müsste 0,7er sein, oder? Steht's drauf. Alles fettig. Ich kann es vor lauter Fett nicht lesen. Am besten muss es geschwind raus. Genau, es ist eine 0,7er. Also die hat nicht mal eine ganz 0,7, die hat 0,65. Aber 0,7 oben drauf und dann habt ihr noch ein kleines bisschen, minimal ein kleines bisschen Luft drin. So, und dann passt das Shimming wirklich perfekt. Und ob das Ganze was gebracht hat, müsstet ihr, wenn ihr das Video aufmerksam verfolgt haben, bereits vorhin bei den allgemeinen Informationen mitbekommen haben. Wer das Ganze überseppt hat, naja, dann einfach nochmal unten Kapitel und nochmal zurückspringen. Lasst uns nun weitermachen mit den gesamten Internals und hier hat sich selbstverständlich im Vergleich zu den alten Generationen eigentlich alles geändert. Bedeutet, die ganze Gearbox ist komplett neu von den Komponenten, auch die Shell ist komplett neu. Dementsprechend sprechen wir sie komplett im Detail durch. So, fangen wir bei der Shell an. Die Shell ist eigentlich eine T3 bzw. ein RealSword-Klon, wie man es schon von damals kannte, aber auch hier seitens Syma wieder deutlich verbessert und überarbeitet. Der einzige Punkt, habt ihr gerade beim Shimming vielleicht mitbekommen, was noch schön gewesen wäre, irgendwo ein kleiner Cut drin, ein kleines Fenster drin, wo man quasi das Zahnspiel zwischen dem Pinion und dem Bevel Gear hätte ein bisschen schöner kontrollieren können. Das ist das Einzige, wo ich sage, das wäre noch geil gewesen, der Rest ist tipptopp.
Die größte Erneuerung, was natürlich jetzt nur bei dieser 5. Generation möglich ist, ist eben im hinteren Bereich, ihr habt es vorhin schon gesehen, das neue Federschnellwechselsystem. Und das ist sehr, sehr geil umgesetzt, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Einfach mit dem Schraubendreher von hinten rein. Dann habt ihr hier hinten den gleichen Spring Guide drin und das gleiche Arretierungssystem, wie wir es auch von der SCAR kennen, also von der MK16 FN SCAR L, bedeutet Stahl Spring Guide mit 4 Flügeln. Und dementsprechend aufgrund dieser 4 Flügel am Spring Guide braucht ihr auch im hinteren Bereich jetzt keine Kontermutter mehr oder keine Schraube, um das Ganze zu fixieren. Denn der Spring Guide wird dann später im eingebauten Zustand komplett sauber und gerade gehalten und kann euch nicht irgendwie nach oben und unten wegklappen. Das ist meistens der Fall dann, wenn ihr einen Spring Guide habt mit nur 2 Flügeln. Der muss dann von hinten immer noch mal gesichert oder gekontert werden, eben mit so einer großen Schraube. Ist hier nicht der Fall und wie vorhin schon gesehen, das geht wunderbar und dementsprechend könnt ihr eben das Modell von der Energie einstellen, je nachdem wie ihr es braucht. Von der Haltbarkeit her, es ist letztendlich vom Aufbau im vorderen Bereich eigentlich ein bisschen kompatibel, oder was heißt kompatibel nicht, aber vom Aufbau her, von der Konstruktion identisch zu einer V3 Gearbox, wie man es auch von AK oder G36 Modellen kennt. Bedeutet ein bisschen haltbarer wie eine Standard V2 ohne Verstärkung. Also die billigsten V2 Gearboxen, natürlich kann man es nicht vergleichen, die reißen am laufenden Band, aber so, ja, diese ganzen modernen, so würde ich es ungefähr vergleichen. Bedeutet, wenn ihr mit dem Modell jetzt diese 2 Joule habt oder 2,2 Joule, dann steckt das diese Gearbox weg, denn der vordere Aufbau ist eben, wie gesagt, wie bei einer V3 Gearbox. Ihr habt nicht diesen dünnen Steg wie bei einer V2, sondern auch bei der T3 oben vorne schön breit gewählt vom Material her, kommt da oben wieder so ein Klemmblech drauf, dass das Ganze zusammengequetscht wird und es ist einfach eine gute Gearbox. Wie gesagt, die 2 Joule out of the box, absolut gar kein Problem und ich würde einfach mal behaupten, 2,2 oder so sind auch noch möglich mit diesem Modell oder mit dieser Gearbox Shell. Also das ist tipptopp, da können wir nicht meckern und ich meine auch im Vergleich zu den älteren Generationen hat sich auch nochmal das Material verbessert. Bedeutet auch, wenn ihr euch jetzt das Ganze mal anschaut, von der Oberfläche her oder allgemein vom Guss her, weicht das Ganze vom Material doch relativ stark zu den alten Versionen ab. Also ob jetzt hier irgendwie das Material nochmal verbessert wurde, keine Ahnung. Sie sieht aber vom Material exakt 1:1 identisch aus, wie jetzt auch die aktuellen Nova Gearboxen von Syma oder halt die neuen AK Gearboxen mit Federschnellwechselsystem. Die verwenden jetzt alle ein anderes Material. Ist natürlich weiterhin Guss, bedeutet, wenn das übertreibt, natürlich, dann kann das Ding auch reißen. Ballert ihr in das Ding 2,5 oder 2,6 Joule rein, vielleicht noch ohne irgendwie einen guten Servopad, ja, natürlich, dann haut ihr das Ding irgendwann mal durch. Aber wie gesagt, out of the box, 2,2, kein Problem meiner Meinung nach. Wo man ein kleines bisschen aufpassen muss, Shimming haben wir gerade schon angesprochen, unter aller Sau, brauchen wir nicht mehr durchkauen, aber auch die Lagerung finde ich jetzt für 2 Joule in Ordnung, vielleicht weil es ein Torque-Up-Gearset ist oder ein 26.1er Gearset ist. Ich würde dennoch gerade am Sektor-Gear oder allgemein im unteren Bereich bei den beiden Sektor-Gears würde ich dennoch Stahllaufbuchsen bevorzugen. Ihr seht, Syma verbaut hier 7 mm Kugellager und das komplett auf beiden Seiten. Und wie gesagt, beim so viel Energie, 2 Joule, China-Kugellager und dann, sage ich mal, 30.000, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die so lange durchhalten werden bei so viel Energie. Und gerade wenn ihr halt noch mehr reinpackt, 2,2, 2,3, würde ich dennoch Stahllaufbuchsen, wie gesagt, bevorzugen. Ich zum Beispiel für meinen Teil würde wieder eine schöne Mischkombination machen, bedeutet am Sektor-Gear, also im vorderen Bereich, komplett Stahllaufbuchsen, unten wie auch oben. Und dann an den beiden Spur-Gears würde ich jeweils nur im unteren Bereich eine Stahllaufbuchse verwenden. Die Kugellager oben würde ich drin lassen. Und dann am Bevel wieder genau andersrum, bedeutet oben Stahllaufbuchse, unten Kugellager drin lassen. Dann hat man so eine schöne Mischkombination aus Haltbarkeit und Laufruhe. Wie gesagt, könnt ihr entscheiden, wenn ihr irgendwann mal eine Wartung macht und ihr seht schon, oh, das Lager hat schon Spiel oder ist vielleicht schon kaputt. Dünne Stahllaufbuchse ersetzen, 7 mm.
Okay, so, das soll es mit der Gearbox an sich schon gewesen sein. Und dann natürlich ein weiteres Highlight neben dem Federschnellwechselsystem. Das ist, glaube ich, auch neu. Ich habe aber ehrlich gesagt diese SVD-Modelle die letzten 2-3 Jahre nie irgendwie verfolgt. Ich meine aber, auch hier ist jetzt eben dieses Bugatti Core EFCS drin. Und ich meine, das ist eben brandneu, speziell jetzt für diese T3 Gearbox. Oder ist das ein ganz normales V3? Nö, das müsste anders sein. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt hier bei dieser Generation 5 ist auch eben ein EFCS-System drin. Ob das jetzt Standard V3 ist, wie gesagt, und ob es das schon vorher mal gab, weiß ich leider nicht. Aber hochwertige Elektronik drin, wie vorhin schon gesehen, ihr habt wieder einen kleinen Mikrotaster für die Zyklenüberwachung. Dementsprechend hier wieder aufpassen, gerade für Einsteiger, wenn ihr mal eine Wartung macht, niemals das Sektorgear rückwärts drehen. Ansonsten fahrt ihr rückwärts gegen diesen Taster und dann könntet ihr den abbrechen. Also immer nur in Schussrichtung bzw. gegen den Uhrzeiger einmal drehen. Also Mikrotaster, dann seht ihr auch hier oben, kleiner Mikrotaster, genauso wie bei V3 eigentlich. Bedeutet, dieser kleine Umlenker läuft hier oben gegen diesen kleinen Taster dagegen, habt einen kleinen Mikrotaster dran und dementsprechend habt ihr eben auch die Zyklenüberwachung, das Ding kann euch nicht jammen, habt die Akkuabschaltung und Akkuüberwachung. Also auch wieder jetzt bei einer SVD alle modernen elektronischen Features, wie man es heutzutage vielleicht erwarten kann, auch wenn einige Hersteller auf diesen Zug leider immer noch nicht aufgesprungen sind. Also finde ich klasse, moderne Elektronik eben jetzt auch in so einer relativ klassischen SVD. Auch das gesamte Zylinder wie auch Pistenset hat sich natürlich komplett geändert. Bedeutet, wo man früher noch einen Messingzylinder drin hatte, ein Plastikzylinder-Head, seht ihr jetzt der ganze Zylinder komplett aus Edelstahl gefertigt. Selbstverständlich ohne Volumenreduzierung, bedeutet vollständig geschlossen. Brauchen wir natürlich auch vom Volumen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und dann natürlich auch hier ein komplett CNC gefertigter Zylinderhead vorne drin mit 2 O-Ringen und einem relativ harten Sorbopad. Hier natürlich wieder aufpassen, ist SVD speziell, genauso wie bei einer P90, denn der Zylinderhead bzw. der Auslass ist hier im Offset. Bedeutet, ihr seht, der Stutzen kommt nicht mittig raus, sondern nach unten versetzt. Bei einer M14 kommt er oben raus und bei einer P90 kommt er, glaube ich, auch oben raus. Also hier aufpassen, spezieller SVD Zylinderhead, aber ist aus Alu gefertigt mit 2 O-Ringen, dichtet sauber ab und auch das Sorbopad, würde ich heute sagen, ist in Ordnung, denn wir haben eben nicht nur auf dem Zylinderhead ein Sorbopad verbaut, sondern ebenfalls auf dem Pistenhead. Bedeutet, auch hier hat sich das Ganze überarbeitet. Der Pistenhead ist identisch zu anderen Syma-Modellen. Ich glaube auch in der SCA, in der FN SCA L kommt er zum Einsatz, habe ich ihn glaube ich schon mal gesehen. Und ich meine auch in der P90 müsste der auch drin verbaut sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auch hier habt ihr eben auf dem Pistenhead ebenfalls nochmal ein Sorbopad. Das passt. Und gleichzeitig natürlich 2 O-Ringe, ein großer, damit das Ganze abdichtet und ein kleinerer im hinteren Bereich, damit das Aluminium hier vorne nicht innen drin im Zylinder scheuern und reiben kann. Das passt wunderbar und natürlich auch von der Abdichtung her tipptopp. Bedeutet, sobald das Ding da hinten reinschießt, dichtet sofort ab und das zu 100%. Also hier von der Abdichtung wirklich tipptopp, können wir nicht schimpfen. Einen kleinen Punkt möchte ich allerdings noch ansprechen. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich mal in der Facebook-Gruppe gelesen. Diese Sorbo-Pads hier vorne bei Syma, die sind nur gesteckt. So, jetzt passt mal auf, ob ich das irgendwie nachstellen kann. Wie gesagt, nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es nur irgendwann mal gelesen. Hier schaut mal, die sind wirklich nur vorne aufgesteckt und nicht geklebt. Und bei demjenigen, der hatte ein Bild in die Gruppe gepostet, bei demjenigen hatte sich dieses Pad gelöst. Ob das jetzt ein allgemeines Problem ist, weiß ich wie gesagt nicht. Ich habe es einmal bis jetzt gelesen. Wenn ihr vielleicht irgendwann mal eine Wartung macht und das Ding doch irgendwann mal aufmacht nach, wie gesagt, keine Ahnung, nach 30.000 oder whatever, kontrolliert mal, ob das Pad noch wirklich fest sitzt. Und sollte das schon irgendwie relativ loose sein, würde ich für meinen Fall hergehen, hinten drin reinigen mit Isopropanol oder Ethanol oder whatever ihr wollt, dass es schön fettfrei ist. Und dann würde ich einfach innen drin 1-2 Tropfen Sekundenkleber aufbringen, um einfach das Pad sauber mit dem Aluminium zu verkleben, damit sich das auf keinen Fall irgendwie lösen kann.
Wie gesagt, ich spreche es nur an, weil ich es halt mal gelesen habe. Ob das wirklich ein Problem ist, weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, falls ihr auch mal mit diesem Zylinderhead Probleme, mit diesem Pistonhead Probleme gehabt haben solltet. So, übrigens, Zylinder müsste rein theoretisch ein SR25 sein von der Länge. Ihr seht natürlich nicht kompatibel zu Standardzylindern, deutlich länger. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie lang der ist, damit wir da keinen Mist erzählen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der eigentlich, ja, es sind 82, also 82 mm Gesamtlänge vom Zylinder. Das ist entsprechend auch SR25 V2.5 Gearboxen zum Beispiel. Auch der Piston selbst ist dann wieder in Ordnung. Ihr seht, es müsste rein theoretisch auch, nee, das ist ein spezieller. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, das ist SR25, aber ich meine, diese Aussparung hat SR25 nicht hinten. Also das müsste ein spezieller SVD-Piston sein. Und die Besonderheit natürlich, es ist ein Halbzahn. Bedeutet, ihr seht, hier wurden Zähne an der Seite letztendlich gefräst. Bedeutet, hier wurde Material abgetragen, damit eben der Piston nicht am Sektorgear schleift und reibt, wie beim Shimming vorhin schon kurz angesprochen. Macht einen anständigen Eindruck, ist sauber gefräst worden und ist natürlich hier aber vom AOE nicht großartig einstellbar. Bedeutet, wollt ihr jetzt im vorderen Bereich nochmal mit einem Sorbopad oder sowas arbeiten, dann funktioniert das mit dem Piston nicht, denn ihr seht, hier ist eigentlich jeder Zahn vollständig vorhanden. Sogar der vorletzte hier, der ist zwar ein bisschen angeschrägt, das macht aber einen Bock nicht fett. Also da wäre ein Piston, irgendwie so ein SR25 oder halt ein, ich glaube es gibt sogar einen speziellen SVD-Piston mit 17,5 müssten das dann sein, Zähne, wäre dann natürlich besser geeignet, falls ihr den AOE anpassen wollt. Aber out of the box, tipptopp, kann man nicht meckern. Und wie gesagt, früher war das Ganze hier teilweise noch mit Plastikzähnen ausgestattet, jetzt mittlerweile hat man Stahl drin, 1A. Der Piston selbst macht dann auch vom Korpus her einen guten Eindruck. Das ist ein PA, also Polyamid-Piston mit Glasfaseranteil. Wie hoch hier der Glasfaseranteil ist, keine Ahnung. Und ihr seht auch hier von der Schmierung her, bisschen Silikonöl überall dran. Das passt einwandfrei. Also hier kann man gar nicht meckern und gerade eben auch Stand der Zeit, würde ich sagen. Bedeutet nicht mehr das ganze alte Klump da reinkaut aus Plastik, sondern eben komplett moderne und gut funktionierende Komponenten, kann man eigentlich sagen. Dann bleibt uns noch die Nozzle und die Tappet Plate. So, bei der Nozzle dachte ich mir, ach da schau Herr Symer, ihr könnt's ja doch. Wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, auch diese CRP9 nebenbei noch zu filmen. Und da ballert uns Symer wieder eine Kunststoffnozzle rein. Ohne Ohrring. Ja, und in der SVD knallen sie uns eine Alu-Nozzle rein mit Ohrring. Warum geht es nicht bei jeder Knifte? Warum muss ich bei anderen Symer-Kniften die Nozzle wechseln? Also hier gut umgesetzt ist eine Standard SVD-Nozzle, Länge sind 17 mm, also sehr, sehr kurz das Ganze. Ist aus Alu gefertigt und hat einen Ohrring hinten drin und das ganze Zeug passt auch noch einwandfrei zu dem Original Zylinderhead. Also da kann man gar nicht meckern und endlich mal eine vernünftige und brauchbare Nozzle direkt out of the box drin verbaut. Ein kleiner Punkt wiederum, wo sie allerdings bei den anderen Kniften besser sind, ist die Tappet Plate. Wenn ihr das Video zu dieser CRP9 oder zu anderen aktuellen Symer-Modellen vielleicht schon gesehen habt, auch Daniel Defense, aktuell verbaut Symer eigentlich sehr gute Tappet Plates, auch aus PA, also aus Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Und die sind super, da kann man gar nicht meckern. Haben sie mittlerweile richtig gut in den Griff bekommen und immer wieder verbessert. Und mittlerweile sind die Teile echt klasse. Hier allerdings in der SVD kommen sie nicht auf die Idee, Polyamid-Kunststoff zu verwenden, sondern hier ballern sie unsere Tappet Plate rein aus ABS. Und dementsprechend ist das Ding halt mega lapprig. Jetzt möchte ich heute aber gar nicht so kritisch drüber sprechen. Ja, sie ist ein bisschen weicher. Dieses Weiche hat natürlich bei einer V2 wie auch bei einer V3 Gearbox den Nachteil, da wir hier vorne normalerweise eine hohe Aufnahme haben und dann die Nozzle hier vorne ein bisschen nachgeben oder federn kann. Daher jetzt aber bei der SVD die Nozzle eben deutlich weiter unten sitzt und dementsprechend der Steg nicht so hoch ist, spielt es auch keine Rolle, da hält sogar das ABS. Bedeutet, ihr seht, da könnt ihr drücken, wie ihr wollt, ihr bekommt es nicht reingebogen. Also da würde ich sagen, ja, natürlich PA wäre natürlich vielleicht ein bisschen geiler gewesen, aber es macht jetzt einen Bock in dem Fall nicht wirklich fett. Wenn wir gerade schon über das Thema Zylinder und Zylinderhead und so weiter gesprochen haben, natürlich heute ein weiteres sehr wichtiges Thema, was auch im Fazit nochmal angesprochen wird.
ist natürlich das Thema Volumen. Ich meine, ihr habt es vorhin bei den technischen Daten, glaube ich, schon gelesen. Die SVD hat halt eine Lauflänge von 690 mm mit einem Innendurchmesser von 6,03. Da ist zunächst mal natürlich positiv anzusprechen. Es ist zumindest schon mal ein 603er. Bedeutet, man verliert nicht mehr so viel Luft wie jetzt zum Beispiel mit einem 608er. Aber obwohl wir hier so einen großen und langen SR25 oder SVD-Zylinder drin haben, langt uns natürlich das Volumen für noch schwere BBs wie 0,3 Gramm leider nicht aus. Vorhin schon kurz angesprochen, ihr habt es auch im Chrono gesehen, bedeutet bis 0,3 Gramm steigt die Energie ganz leicht ein bisschen an, bis maximal 1,95 Joule bei dem Modell mit eingestellten Hop. Und wenn ihr dann höher geht auf 0,36, 0,4, 0,45 Gramm, ja, diese Grammaturen funktionieren noch, aber ihr verliert einfach ein kleines bisschen Energie. Zum Beispiel bei 0,45 war ich noch bei 1,8 Joule, bei einer Differenz von 1 Meter pro Sekunde. Also das ist von der Abdichtung alles super, aber wie gesagt, wir haben eben nur ein Volumen oder wir haben eine Hublänge von 70 mm, aber kommen dennoch aufgrund der Lauflänge gerade mal auf ein Verhältnis von 1,6 zu 1. Und das ist halt leider relativ wenig, muss man sagen. Bedeutet, ich persönlich würde in einem Modell nicht über 0,32 Gramm BBs gehen, auch wenn es ein bisschen eine Sniper oder eine DMR ist. Da langt euch einfach die Luft im Zylinder dafür nicht aus. Bevor wir dann abschließend bei den Internals des Hop-Up-Systems durchsprechen, lasst uns noch mal ganz kurz auf das Thema Gears eingehen. Habe ich euch vorhin schon mit dem Shimming alles im Detail erklärt. Und ihr seht vielleicht auch, wer die älteren Modelle kennt, hier sind neue Gears drin verbaut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die irgendwie anders gesintert sind, denn natürlich, es sind weiterhin gesinterte Stahlgears, sind aber jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Oberfläche sieht anders aus von den Gears, auch von den Zähnen her wirken sie ein bisschen anders. Gerade hier beim zweiten Spurky innen drin sieht man, die haben innen drin nochmal so einen kleinen Radius am Zahn selbst. Das hatten die alten Gears, hatten das nicht. Also ich gehe davon aus, das ist wirklich ein komplett neues Gearset, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem CNC-Gearset. Dementsprechend, ich habe jetzt alles neu geschimmt, bin mir aber selbst noch nicht ganz sicher, ob wir das Modell wirklich so laufruhig bekommen wie moderne AR15 oder halt andere Systeme mit einem 13.1er Gearset. Das wird uns hier natürlich nicht gelingen. Denn gerade, wie schon angesprochen, wir haben hier eben 4 Zahnräder drin, keine 3 und eine sehr lange Untersetzung von 26 zu 1. Bedeutet, das sind High-Torque-Gears und keine High-Speed-Gears. Drehen also langsamer, können dafür aber mehr Kraft übertragen. So, und einen kleinen Punkt möchte ich bei den Gears noch ansprechen, der mir noch aufgefallen ist, wo ich eigentlich kein Fan davon bin. Das macht auch Bolt immer recht gern. Und zwar, wenn ihr euch das Bevel Gear anschaut, seht ihr, dass der Anti-Reversal hier nicht in eine extra, ja, dafür vorgesehene Arretierung einhakt, sondern dass der Anti-Reversal volle Kanone in die Zähne an sich eigentlich reingreift. Und da hat man einfach bei Bolt zum Beispiel auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da gerade diese Bevel Gears auf Dauer hier einfach eher brechen können, wenn der Anti-Reversal hier jedes Mal reinschlägt. Da muss man aber wiederum jetzt ansprechen, es ist vielleicht nicht ganz perfekt, daher wir aber hier aufgrund dieses EFCS-Systems mit Aktivbremse kein Precocking drauf haben, kommt auch dementsprechend natürlich keine große Belastung auf den Anti-Reversal drauf. Wer sich eben wie schon angesprochen, bei den Bolt-Systemen sich ein bisschen auskennt, der weiß, die haben teilweise sehr viel Precocking, bedeutet die Feder wird sehr viel vorgespannt und dann muss natürlich der Anti-Reversal übers Bevel Gear relativ viel Kraft halten. Und das ist eben aufgrund der Aktivbremse in diesem System nicht der Fall. Aber wie gesagt, ich bin im Allgemeinen kein großer Fan von solchen Bevel Gears, wo der Anti-Reversal einfach direkt am Zahn arretiert. Und dann bleibt uns eigentlich abschließend nur noch der Motor und da ist natürlich weiterhin, es fliegt der Schraubendreher runter und da ist natürlich weiterhin der ganz normale Syma Super High Torque drin verbaut. Das ist ein 21K Motor mit Neodynmagneten. Das ist ein brauchbarer China-Motor. Die Werte habt ihr alle in den Motorenvideos euch schon mal angeschaut. Würde ich vergleichen rein von der Performance mit einem G&G, mit einem Ifrit 25K. Vollkommen in Ordnung, ausreichend, muss man auch nicht unbedingt tauschen. Nur worauf ich jetzt hinaus möchte, was ich eben jetzt auch schon häufiger gelesen habe, bisschen aufpassen, wenn ihr mal eine Wartung macht und den Motor, egal jetzt bei welcher Syma, und den Motor mal rauszieht, passt ein bisschen auf mit diesen Motorkontakten.
die brechen bei diesem Motor relativ schnell ab, denn die sind auch ein kleines bisschen dünner. Also schaut, dass ihr, wenn ihr die Kabel draufsteckt, dass ihr da nicht irgendwie mit Gewalt vorgeht oder dass ihr da die Stecker recht rumbiegt und rumknellt oder so. Ansonsten können die euch abbrechen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also hier ein bisschen drauf aufpassen. Ansonsten natürlich super Motor, keine Frage. Eine kleine Idee von mir, aber jetzt im Hinterkopf. Es ist jetzt ein 21 kW Motor und der ist einfach für zum Beispiel für das Syma Super High-Speed Gearset, wie es in diesen ganzen Novas zum Einsatz kommt oder auch bei der P90, bei der Ska. Da ist es wirklich super. Das ist eine schöne Kombination. 21 kW, 13.1. Auch schon häufiger angesprochen, auch so 19 kW Motor mit 13.1. Einfach klasse. Jetzt aber wiederum haben wir hier natürlich, wie gerade schon angesprochen, kein 13:1 Gearset, sondern 26:1. Und hier wäre es meiner Meinung nach sogar möglich, dass man problemlos ein bisschen schneller geht. Bedeutet, hier würde ich, wenn ich jetzt einen besseren Motor verbauen möchte, würde ich jetzt nicht auf einen 19 kW gehen, sondern hier würde ich ohne Probleme auf einen 28 oder vielleicht sogar auf einen 30 kW Motor gehen. Denn wie gesagt, die Gears laufen von der Untersetzung einfach deutlich langsamer. Okay, und dann müsst ihr halt noch aufpassen, natürlich nicht falsch rum anstecken. Ihr habt hier eben 4 Zahnräder drin, dementsprechend ist der Motor andersrum gepolt. Also der dreht quasi in die andere Richtung im Vergleich zu Standardsystemen. Kommen wir also nun abschließend zum Thema Lauf- und Hop-Up-System und hier zunächst einmal vielleicht ein paar kleine Tipps zu dieser SVD-Hop-Up-Kammer. Die wurde auch nicht jetzt irgendwie überarbeitet oder verbessert, sondern es ist immer noch die gleiche Hop-Up-Kammer, die schon vor 6, 7, 8 Jahren drin war, seit den Syma. Wer diese Hop-Up-Kammer noch nicht kennt, ich habe es euch vorhin schon mal kurz angesprochen, mein Modell ging standardmäßig teilweise ein bisschen schwer zum Einstellen. Bedeutet, die hat ein bisschen geklemmt. So, jetzt seht ihr zunächst mal, die läuft jetzt da bereits ein kleines bisschen leichtgängiger. Ihr könnt das Ganze aber sehr schnell und einfach auf eure Bedürfnisse ein bisschen anpassen. Bedeutet, merkt ihr, dass das Ganze ein kleines bisschen schwer geht oder dieses Klicksystem ein bisschen zu schwer geht vom Drehen. Ihr habt hier innen drin, hier vorne eine kleine Feder mit einer Stahlkugel. Und die Feder wird von hinten, beziehungsweise in dem Fall von vorne, mit einem kleinen Gewindestift nach vorne gedrückt. Wenn ihr also jetzt einen 1,5 mm Inbusschlüssel hernehmt und hier vorne den Gewindestift, sage ich mal, um 2 Umdrehungen ein kleines bisschen rausschraubt, dann drückt die Feder weniger stark gegen diese Stahlkugel und dann wiederum geht auch das Klicksystem deutlich leichter und einfacher zum Einstellen. Also hier könnt ihr das Ganze ein kleines bisschen über diesen Gewindestift anpassen. Ihr werdet aber sehen, der ist relativ kurz. Bedeutet, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter rausschraube, dann kommt er schon komplett raus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich hergehen und würde einen ganz, ganz kleinen Tropfen Schraubensicherung drauf machen. Eine ganz normale blaue und dann letztendlich einfach wieder so weit reinschrauben, bis es für euch letztendlich passt vom Einstellen. Und wie gesagt, wenn der da hinten ein bisschen rausschaut, egal, aber das Klicksystem läuft dadurch einfach deutlich leichter letztendlich. So, und wie gesagt, bevor wir es durchsprechen, lasst uns noch einen kleinen Punkt ansprechen, der mir noch aufgefallen ist. Wir können das zunächst mal komplett demontieren. Bedeutet, wir schrauben diesen Gewindestift einmal komplett raus. So, und auch die kleine Feder und die Stahlkugel. So, hier einmal die kleine Feder zum Gewindestift dazu und dann ist hier noch eine kleine Mini-Stahlkugel drin. Jo, da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht verlieren. So, und jetzt könnt ihr nämlich von oben ebenfalls die Hop-Up-Kammer auseinanderschrauben. Bedeutet, ihr hier oben 2 kleine Kreuzschrauben drin, die lösen wir mal. Nehmen anschließend die obere Kappe zusammen mit dem TDC-Tensioner einmal ab. Beziehungsweise Tensioner ist es nicht, sondern es ist hier unten letztendlich einfach so, einfach der Lever. Oder eigentlich können wir sagen, das ist der Lever. Bedeutet, wer Standard-Hop-Up-Kammern kennt, weiß ja, ihr habt den Hop-Up-Arm oder den Lever, der wiederum auf den Tensioner drauf drückt. Und letztendlich, das ist ein TDC-System, bedeutet, ihr habt hier oben den Übergang, da ist ein Gewinde drin, hier oben quasi in der Kappe ist ein Gewinde drin. Und wenn ihr dann dreht, schiebt ihr quasi dieses Teil einmal übers Gewinde nach unten oder nach oben. Gleichzeitig seht ihr ebenfalls, dass dieser Lever oder dieses Teil halt, was einen Druck aufbaut, ebenfalls links und rechts nochmal geführt wird.
damit es sich nicht verdrehen kann. Bedeutet hier seitlich, seht ihr vielleicht, sind so kleine Mini-Bobbel dran und die laufen wiederum hier oben drin in dieser Führung. Kann sich also nicht verdrehen. Das ist an sich gar nicht so schlecht umgesetzt. So, und dann seht ihr hier, da habt ihr so kleine Stahlblättchen drin und diese Stahlblättchen halten letztendlich das ganze Teil mit der Kammer verbunden. Bedeutet, solange diese Stahlblättchen drin sind, kann euch das Rad nicht nach oben rausgehen. Die laufen hier unten letztendlich einfach nur in der kleinen Nut drin. Wenn wir das Ganze erst einmal umdrehen und ein bisschen schütteln, dann kommen diese beiden Stahlblättchen einmal raus und jetzt wiederum können wir dieses ganze Drehrädchen einfach einmal abnehmen. So, und jetzt sind mir noch 2 Punkte aufgefallen, und zwar, wenn ihr von unten mal euch dieses Drehrädchen anschaut, da sind diese beiden Gewinde drin, wo von oben letztendlich diese obere Kappe draufgeschraubt wird. So, und die Gewinde wurden im Nachhinein reingedreht, aber nicht vollständig entgradet. Bedeutet, man hat genau, wo das Gewinde rauskommt, hat man hier einen Grat, auf der Seite einen schönen Grat, hier einen kleinen Grat und auf der Seite einen kleinen Grat. Gleichzeitig hat auch die Hop-Up-Kammer hier im oberen Bereich, genau in der Mitte, kann man es vielleicht ein bisschen sehen, ebenfalls so einen ganz, ganz kleinen Grat. So, und wenn ihr jetzt das Ganze mal dreht und runterdrückt, werdet ihr feststellen, dass immer, wenn so ein Gewinde kommt, dass es ein bisschen reibt. Super. Hört das auch? Klick. So, wenn ihr dann wieder weiter dreht, dann läuft es wieder total smooth und sauber. Kommt das nächste Gewinde. Hört ihr das? Da hängt's, da reibt's ein bisschen. Bedeutet, ganz simpel und einfach, ich würde einfach hergehen und würde das Teil einmal über ein ganz feines Schleifpapier drüber ziehen. Und zwar genau mit dieser unteren Fläche hier. Einfach ein feines Schleifpapier, vielleicht ein, keine Ahnung, ein 600er, ein 800er auf den Tisch legen, das Ding drauflegen und dann einfach kleines bisschen im Kreis rumdrehen, dass einfach dieser Grat hier unten von diesem Gewinde abgenommen wird, damit ihr einfach kontinuierlich komplett außenrum den gleichen Widerstand drauf habt. Wie gesagt, das ist mir bei meinem Modell oder bei meiner Version jetzt einmal aufgefallen. Wenn ihr es dann wieder zusammenbauen wollt, ihr könnt es auch ein bisschen fetten, bedeutet, ich würde so oder so hier unten ein bisschen Fett auftragen, hier in diese Nuden ein bisschen Fett auftragen, damit das Ganze wirklich so schön leichtgängig wie möglich arbeiten und laufen kann letztendlich hier oben drauf. Okay, zum Montieren genauso wie das auseinandergebaut habe, wieder das Teil drauf, dann hier seitlich diese Blättchen rein, damit das Ganze gelockt ist. Oben einmal der Bobbel oder das Abdeckding da drauf, einmal festschrauben, von vorne erst die Kugel rein, dann die Feder hinterher und dann der Gewindestift, um das Ganze wieder zu sichern. Und dann ist die Hop-Up-Kammer wieder fertig montiert. So, wir wollen uns aber natürlich das Hop-Up-System selbst nochmal anschauen. Entsprechend nehmen wir erstmal ganz kurz den Lauf raus und das Bucking bedeutet einmal der C-Clip, einmal weg. Hier ein bisschen drehen und dann könnt ihr nämlich sehen, Tensioner können wir auch gleich rausdrücken. Den drücken wir jetzt einfach kurz nach innen rein. So, einmal rausfallen lassen. So, und dann seht ihr, dass Begadi bereits auch hier jetzt in der SVD ein sehr gutes Hop-Up-System verbaut. Bedeutet, es ist ein Fly 5 in der normalen Variante drin, also nicht die Short oder die kurze Version mit den kurzen Lippen, sondern die ganz normale Fly 5 Version in 60 Shore, also ein 60er Bucking letztendlich. Und wie vorhin vielleicht auch schon angesprochen, das funktioniert klasse. 0,3, 0,2er 30, das Ding hoppt wirklich gut, obwohl es eigentlich eine ziemlich günstige Zinkguss-Hop-Up-Kammer ist. Also da ist nichts wirklich Besonderes dran, da ist nichts gefräst, das Ding ist einfach so Gussform und ist halt schon wirklich extrem alt. Aber das funktioniert. Nur eben, wie vorhin auch schon angesprochen, leider halt das Volumen, 1,6:1. Bedeutet, ja, macht eure 0,2er 30 rein, vielleicht noch 0,6er 30. Das macht auch das Hop-Up-System problemlos mit. Aber euch geht halt bei 0,4 und 0,45, wie gesagt, da geht euch einfach die Luft aus. Also da wäre einfach ein bisschen kürzerer Lauf, wäre in dem Modell fast ein bisschen angebracht. Aber gut, dann wäre es halt kein SVD, ne? Damit muss man ein bisschen klarkommen. Einen Punkt möchte ich euch noch zeigen, was mir besonders positiv aufgefallen ist, denn wie gesagt, das Ding hoppt wirklich unheimlich sauber und gerade und ich denke, das liegt an der Passgenauigkeit von dem Tensioner. Natürlich übrigens, Begadi verbaut hier eben auch wieder ihren ganz normalen 5 mm Gummi-Tensioner mit dem Radius unten dran, aber was mir aufgefallen ist, passt mal auf, wie geil das Ding da oben drin sitzt. So, schaut mal.
aufs Zehntel genau, als wäre der Tensioner von den Maßen für die Hop-Up-Kammer gemacht worden. Also wirklich perfekt. Der sitzt da hervorragend drin. Kann weder vor, kann nicht zurück, kann nicht links, kann nicht rechts und wird dann letztendlich über den Lever kerzengerade wie bei modernen TDC-Systemen halt einmal nach unten bewegt. Klasse. Also wie gesagt, wenn die Hop-Up-Kammer vom Einstellen, wenn man das noch ein bisschen schleift, ein bisschen entgradet, ein bisschen einfettet, dann ist es meiner Meinung nach wirklich ein unheimlich brauchbares Hop-Up-System. Also da können wir nicht meckern, definitiv nicht. Gut, möchte ich gut Lauf, wie gesagt 690 natürlich, wir können uns mal noch kurz das Fenster hinten anschauen, aber das ist letztendlich ein ganz normales Syma AEG-Lauf oder ein ganz normaler AEG-Lauf und die Fräsung müssten auch wieder 5,5 sein, normalerweise bei Syma, oder schauen wir mal, naja 5,4, also das ist in Ordnung, auch wenn ihr halt jetzt irgendwie andere Buckings bevorzugt, ja stopft rein, ist zu allem kompatibel letztendlich. Auch was mir gerade noch auffällt, ein bisschen fetten hätten sie es können. Bedeutet hier, der Lauf ist komplett trocken und das Bucking ist auch komplett trocken. Machen wir das gleich. Ach ja, komm, wenn wir schon rausgebaut haben, bisschen einfetten in Lauf, wisst ihr Bescheid. Hier unten ein bisschen Bucking, außen ein bisschen, um einfach noch ein bisschen bessere Abdichtung hinzubekommen. Aber ansonsten brauchbares Hop-Up-System. Ich baue das ganze Ding wieder zusammen und dann sehen wir uns abschließend zum Fazit. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review zu der brandneuen oder zu der aktualisierten Syma bzw. Begadi SVD in der klassischen Holzvariante und das Ganze in der 5. Generation. So, sprechen wir also die letzten 1,5–2 Stunden nochmal im Detail durch. Ich weiß, es war wieder viel technisch Gelaber, aber ihr wisst ja, lieber sprechen wir es einmal komplett durch. Dann wisst ihr einfach, für was ihr Geld ausgebt oder wo man vielleicht noch nachbessern muss oder wo es Punkte gibt, die vielleicht nicht ganz so geil sind, bevor ich euch einfach irgendwas erzähle und dann kauft ihr euch das Ding und denkt, hä, was ist denn da los? Also sprechen wir nochmal im Detail drüber. Fazit. Erster Pluspunkt und auch Props an Begadi, auch bei dem Modell jetzt ein spezielles EFCS-System für diese T3-Gearbox. Das finde ich wieder geil, bedeutet genauso wie bei der P90 wieder extra ein EFCS für so ein doch relativ ausgefallenes Modell, muss man sagen. Also geil, gebe ich einen Pluspunkt, EFCS MOSFET drin, genauso wie bei anderen modernen Kniften. Ihr habt die Akkuüberwachung, Akkuabschalter, ihr habt einen Mikrotaster drin, das Ding kann euch nicht jammen. So wünscht man sich das. Also auch hier von der elektronischen Seite jetzt auch diese SVD und SVU-Modelle auf dem aktuellen Stand. Finde ich gut, gebe ich einen Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, ebenfalls saumäßig geil, habe ich euch gezeigt, auch Federschnellwechselsystem. Auch hier, genauso wie bei AR15-Modellen, hätte man vielleicht nicht mal unbedingt gebraucht bei 2 Joule, aber ist doch geil, kurz aufklappen, Feder hinten raus, andere Feder reinstopfen, fertig. Und wie gesagt, ihr könnt das Modell auch mit 2,2, 2,3 Joule spielen, wenn ihr dürft. Es ist ellenlang, die geht locker als DMR durch oder als Sniper durch. Finde ich also auch gut. Energie schnell über das Federschnellwechselsystem anpassbar. Und daher natürlich auch die Gears ein Torque-Up sind mit 26 oder 27:1. Ich habe es jetzt nicht extra nachgezählt. Also langsam untersetzt. Ziehen die Gears natürlich auch starke Federn problemlos auf. Ich denke mal, vom Volumen her, mit einer 140er Feder müssten wir ungefähr bei 2,2, 2,3 Joule landen. Und das langt dann aber auch. Aber wie gesagt, Federschnellwechselsystem geil, gebe ich einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt, jetzt zwar nicht unbedingt was für mich, aber natürlich, es ist eine klassische SVD. Altbacken, nein, es wird sicherlich Fans geben, die dieses Modell unheimlich gern haben, lieben und damit jetzt auch Spaß haben, da sie eben auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Also ganz klassisches Modell und vielleicht auch für Sammler jetzt interessant oder auch für Sammler, die einfach ein bisschen blinken, ein bisschen auf Dosen schießen, weil sie einfach so diese SVD-Modelle ja lieb haben oder halt recht gern haben. Wie gesagt, hier gebe ich einen Pluspunkt, klassisch und auch für Sammler vermutlich gut geeignet. Und ich meine, es gibt auch keine Alternativen. So, nächster Pluspunkt, die Internals an sich sind gut umgesetzt. Die Nozzle aus Alu 17 mm mit O-Ring, der Zylinderhead CNC gefräst mit 2 O-Ringen, dichtet sauber ab. Der Piston aus PA-Material mit Stahlzähnen, Pistonhead Alu, 2 O-Ringe drauf, läuft butterweich. Also auch hier die gesamten Internals, wie alles umgesetzt ist. Auch der Spring Guide aus Stahl mit der sauberen 4-Flügel-Arretierung, das ist alles klasse. Bedeutet auch, auf die gesamten Internals gebe ich natürlich wieder einen Pluspunkt und kann man eigentlich auch
ein bisschen mit den anderen aktuellen Syma-Kniften ein bisschen vergleichen. Bedeutet mit der SCAR, mit den ganzen Nova oder abgedateten M4-Modellen, bedeutet hier auch Internals ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt, Platz für einen Akku hier im Vorderschaft drin, sehr dankbar. Also auch wenn ihr schon Akkus zu Hause habt, egal ob Triple Sticks, Single Sticks für Buffer Tubes oder lange AK Single Sticks, ihr bekommt da vorne alles problemlos reingezömpelt. Das finde ich auch klasse, denn man muss sich jetzt nicht extra für noch eine Knifte vielleicht wieder andere Akkus kaufen. Also wenn ihr schon Airsoft-Spieler seid und was zu Hause habt, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, der Platz vorne im Vorderschaft für den Akku. Und auch das Akku einlegen, kurz die Klemmung lösen, aufklappen, geht recht einfach und benutzerfreundlich. Also auch hier einen Pluspunkt. So, und der nächste und damit leider auch der letzte Pluspunkt ist wieder das Hop-Up-System selbst. Bedeutet, wenn ihr den Hop einmal eingestellt habt, funktioniert das Ding wirklich klasse. Auch die Reichweite mit 0,36 bis 72 Meter fand ich für eine Knifte out of the box vollkommen in Ordnung. Also da braucht man auch nicht hergehen, jetzt nochmal irgendwie einen R-Hop reinstopfen oder irgendwie andere Buckings reinstopfen. Das funktioniert einfach super. Und ich gehe davon aus, dass die Präzision oder dass das alles ein bisschen zusammenhängt mit der Passgenauigkeit des Tensioners. Denn natürlich, es ist weiterhin die klassische SVD-Hop-Up-Kammer drin mit dem TDC-System, aber der Tensioner passt zu dieser Hop-Up-Kammer aufs Zehntel genau. Also der kann weder links, rechts sich irgendwie verdrehen oder wegrutschen, der kann nicht vor oder zurück, sondern der Druckpunkt oder der Druckaufbau ist extrem konstant, immer an derselben Position. Und dementsprechend hoppt das Ding einfach sehr gut, muss man sagen. Also auch hier Thema Hop-Up-System selbst oder Reichweite-Präzision gebe ich einen Pluspunkt. Hop-Up-Kammer kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt werden wir ein kleines bisschen kritischer, beziehungsweise als kritischer nicht, ein paar Neutralpunkte, wo der eine sagt, ja, das ist eher kritisch, oder sagt, es ist wurscht, weil ich brauche es eh nicht. Fangen wir an, den ersten Neutralpunkt gebe ich auf Steckverbindung. Habt ihr vielleicht bei der Demontage gesehen, wenn ihr mal für eine Wartung an die Gearbox ran müsst, die Gearbox auseinanderbauen wollt, nachschmieren, Kugellager ersetzen, weil sie verschlissen sind oder so, müsst ihr oder seid ihr vielleicht darauf angewiesen, den T-Stecker vorne oder den DIN-Stecker abzulöten. Andernfalls bekommt ihr die Gearbox nicht vollständig aus dem Gehäuse rausgezogen. Das finde ich schade. Auf der einen Seite gut ein EFCS drin, aber wo wäre denn das Problem gewesen, hier vorne einfach nochmal eine kleine Steckverbindung zusätzlich zu haben? Das macht G und G genauso. Dann hätte man einfach T-Stecker abgesteckt, vorne Kabel durchgezogen, fertig, hätte man die Gearbox rausbekommen. Natürlich ist jetzt nicht so kritisch, dass man gleich einen Kritikpunkt geben muss, denn ihr könnt rein theoretisch auch einfach die Gearbox, das Gehäuse oder den Receiver seitlich einfach liegen lassen. Also ihr müsst nicht unbedingt ablöten, habt halt dann immer das Gehäuse neben der Gearbox liegen und müsst halt dann so rumbasteln. Aber wie gesagt, wäre auch besser gegangen, gebe ich einen Neutralpunkt. Nächster Neutralpunkt ist natürlich Bezug Volumen, Verhältnis in Bezug auf die Lauflänge, 690 mm, extrem lang. Jetzt ist natürlich bereits ein 603er Lauf drin verbaut, das ist in Ordnung, aber wir kommen natürlich dennoch nur auf ein Verhältnis von 1,6:1, obwohl wir einen 82 mm fetten großen Zylinder drin haben. Und da habe ich euch auch gesagt, bis 0,3032 steigt die Energie an. Bedeutet hierfür langt das Volumen, um die Kugel vollständig durchzubeschleunigen. Wenn ihr dann höher geht, 0,36, 0,4 Gramm oder 0,45 Gramm, langt die Luft nicht mehr aus. Bedeutet, die Kugel fängt dann ungefähr hier an zu bremsen, da sie nicht mehr weiter mit Luft versorgt wird. Bisschen schade, gerade bei so einer SVD, wären halt 0,4, 0,45 schon geil gewesen. Ich meine, ihr könnt die BBs verwenden, aber wie gesagt, die werden halt einfach nicht durchgedrückt und ihr habt halt einen Joule Drop. Also ihr verliert, je schwerer ihr geht, verliert ihr einfach Energie. Dementsprechend Volumen, einen Neutralpunkt. So, und ich habe nochmal einen Neutralpunkt. Ich möchte aber mit euch erst einen ganz großen Kritikpunkt meinerseits durchsprechen. Und das habe ich euch, wie gesagt, sehr ausführlich jetzt näher gebracht in diesem Video. Das ist das ganze Thema Motoreinstellung, Shimming und Schmierung. War bei meinem Modell out of the box leider schlecht. Muss man leider so sagen. Bedeutet, ich habe es euch gezeigt, die Gears hatten zwar Schimmscheiben drauf, ich konnte die ganzen Gears aber locker einen Millimeter hin und her drücken, komplett über die ganze Bank drüber.
Also hat mit einem Shimming meiner Meinung nach nichts zu tun. Dementsprechend auch wenn das Bevel Gear schlecht eingeschimmt ist, kann auch die Motoreinstellung nie konstant bleiben. Also muss man hier komplett eigentlich nachschimmen, fetten, da die Gears auch standardmäßig furztrocken waren, also da war nicht mal ein Tropfen Fett irgendwo drauf, nachschmieren, nachschimmen, Motor sauber einstellen und selbst dann kommt das Klangbild natürlich aufgrund der 4 Gears und der langsamen Untersetzung bei weitem nicht an aktuelle andere Modelle ran, die einfach ein schnelleres Gearset drin haben. Finde ich schade. Bei den anderen Modellen gibt sich Syma sehr viel Mühe. Gerade jetzt eben diese CRP9 vor kurzem oder gestern für euch gefilmt. Das Ding hört sich so geil an out of the box. Da hört ihr nicht ansatzweise die Gears. Hier hat man jetzt ein Modell, das kreischt wieder wie vor 10 Jahren. Also das finde ich ein bisschen schade. Da hat sich Syma meiner Meinung nach nicht wirklich viel Mühe gegeben. Einfach reingestopft, die Gears, ja, zusammengeschraubt, passt schon, liefern wir so aus. Finde ich schade. Und warum der Kritikpunkt auch so umfangreich ist, jemand, der jetzt neu im Airsoft ist oder der nicht ganz technisch so bewandt ist, dem würde ich auf keinen Fall empfehlen, so eine T3 Gearbox zu shimmen. Ich meine, ich habe euch jetzt zwar die Anleitung von mir gegeben, ja, könnt ihr so umsetzen, passt meistens, ein Zehntel ist immer ein bisschen Toleranz drin, aber ihr müsst so aufpassen, dass das Sektor Gear nicht so hoch geschimmt wird. Ihr müsst mit dem Bevel Gear relativ hoch, dass die Motoreinstellung passt. Es gehört also einiges an technisches Know-how dazu, um so eine Gearbox zu shimmen. Und dementsprechend ist das Modell für jemanden, der sich nicht auskennt und dennoch einen geilen Klang haben möchte, ist das Modell meiner Meinung nach absolut ungeeignet. Ihr braucht also eine Werkstatt, also irgendjemanden, der sich wirklich gut mit der Technik auskennt, um hier das Klangbild ein bisschen zu optimieren. Und dann wiederum, wie gesagt, komplett perfekt werdet ihr es eh nicht hinbekommen, denn das ist einfach langsam untersetzt und 4 Zahnräder anstatt 3. Ihr könntet vielleicht sogar noch ein Silverline Gearset probieren, ein CNC gefrästes, das ist noch ein bisschen haltbarer und die sind meistens auch bei anderen Kniften deutlich laufruhiger wie Standard Gears. Kostet aber halt wieder 30 € mehr. Wie gesagt, hätte ich sie da, hätte ich es für euch probiert. Habe ich leider nicht, kann ich nicht bestätigen. Aber die würden meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen was rausreißen, wenn der Klang noch besser werden soll. Und gleichzeitig natürlich auch ein schnellerer Motor wäre auch angebracht. Denn die Kombination mit 26 oder 27:1 und 21 km/h, jetzt haben wir hier einen super High-Torque-Motor, der langsam dreht, in Kombination von Torque-Up-Gears, die auch noch langsam drehen. Ist nicht ganz so geil. Also da wäre ein schnellerer Motor, ein Mamba 28 km/h, wäre wahrscheinlich dafür deutlich besser geeignet. Der hat einfach mehr Bums drauf, der zieht die Gears schneller auf und dann ist auch meistens das Klangbild deutlich besser. Halten wir also mal so fest, wer technisch bewandt ist und den Klang und die Gears alles optimieren möchte, weil es out of the box leider alles andere als gut ist. Ein Mamba-Motor rein und ein Silverline Gearset, alles sauber einschimmen, alles sauber fetten, Motor sauber einstellen. Kommen nochmal ungefähr 80 € obendrauf für den bereits doch recht hohen Preis. Gebe ich einen Kritikpunkt? Schade. So, jetzt ergänze ich aber entsprechend natürlich noch einen Neutralpunkt und das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. So wie das Modell jetzt kommt, finde ich, ist es von den Komponenten ist es alles in Ordnung. Ist geil, ist ein EFCS drin, Federschnellwechselsystem, die Internals an sich sind alle super. Auch das Hop-Up funktioniert klasse. Für mich persönlich ist es aber nichts für 520 €, denn ich bekomme auch eine AR-15 mit sauguten Internals, eine Nova für 380 €. Ich bekomme auch so eine Mod 25 von Syma mit geilen Komponenten und viel Volumen drin, auch für 400, ich weiß gar nicht, wo die liegen, ich glaube 450 oder 460 €. Und die, wie gesagt, die sind vom Klang her ein bisschen schöner, ihr habt viel Volumen, ihr habt meistens kürzere Läufe und dementsprechend vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich das Modell wirklich nur was für Liebhaber, die eben Sammler sind, die ein bisschen blinken wollen, da ist es okay. Aber wer einfach eine geile Knifte haben will, die sich auf dem Feld gut anhört, nicht kreischt, da muss ich sagen, da sehe ich das Modell leider aktuell nicht. Es gehört also ein bisschen Know-how dazu, wenn man halt den Klang verbessern möchte. Ihr seht ein bisschen, ich lege wieder sehr viel Wert auf den Klang, aber wie schon häufig angesprochen, wenn ihr moderne SAEGs hört, die klingen geil, habt ihr HPA-Spiele, die HPAs hören sich geil an.
Und wenn ihr dann mit so einer SVD daherkommt und das Ding quietscht da rum beim Schießen, das geht halt heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, ein bisschen teurer für Sammler, von den Komponenten in Ordnung. Es geht aber sicherlich besser. Ich muss jetzt mal Rücksprache halten mit Begadi, wenn ich die nächsten 3 Wochen irgendwie mal Zeit habe. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Projektvideo und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was rausbekommen. Wie gesagt, vielleicht Mamba rein, 28K, vielleicht noch Silverline Gears mal rein. Und dann kann ich euch vielleicht auch in ein paar Wochen mal Rückmeldung geben, ob man es wirklich besser hinbekommt oder ob das Klangbild selbst mit besseren Gears nicht besser wird. Rein von der Performance ist es in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, teuer und der Klang ausbaufähig. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Wollt ihr etwas korrigieren? Jederzeit Kommentarfeld unten benutzen. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.